Jo, von Köln jetzt nach Schottland. Du bist in Edinburgh, hast erzählt. Ja, richtig, ja. Ich bin hier gerade im Hotel und habe jetzt hier alles so ein bisschen improvisiert fürs Interview. Ja. Ja, und ich Sehr bin gut. tatsächlich, vorgestern bin ich hier angekommen, ja. Vorgestern Genau, auf gestern kam auch auf deinem YouTube-Video, dass du jetzt in Edinburgh bist. Das heißt, das ist alles sehr, genau. sehr zeitnah und sehr, sehr tatsächlich live, so wie es auf deinem Absolut, ja, Kanal ist, dann auch wie es in Realität ist. so ist es ja. Das war mir ganz wichtig, dass ich das so mache. Dadurch kann ich meine Zuschauer immer tatsächlich mit dabei haben. Das ist tatsächlich echt super, ein super Gefühl. Man ist irgendwie nie alleine, man ist irgendwie immer mit Tausenden von Menschen unterwegs. So, ne? Das habe ich jetzt ich glaube, also letztes Jahr im Winter angefangen. Das so also nein, falsch, dieses Jahr. Dieses Jahr im Juni bin ich zum Nordkap gefahren und da habe ich das erste Mal so gemacht. Und das war einfach eine absolut super Erfahrung. So, ne? Das Also hat das mir erste Mal so live direkt und nicht erst im genau, Nachhinein, dass du bearbeitet hast. genau, ja. Mhm. Also gut, ich habe die Videos, das habe ich sowieso schon immer so gemacht, dass ich fahre, filme und editiere am selben Tag, beziehungsweise Nacht dann. Ne? Ja, Das habe ich schon wow. immer so gemacht, weil das ist für Mhm. mich ein Workflow, der einfach, das alles andere würde für mich überhaupt nicht funktionieren. So, wenn ich erst alles filme, also ne, wenn ich die Reise mache, alles filme, du kommst nach Hause und dann hast du irgendwie hunderte an Gigabyte Material, da musst du dann durchgehen. Und das würde ja dann, ne, das dauert ja dann theoretisch auch noch mal einen Monat. Also ne, wenn man nach Hause kommt, dann muss man ja auch wieder andere Sachen machen, quasi. So, ne? Also, Naja, Stress hat man immer es, irgendwo, entweder ja, auf der Reise ne, zwischendurch oder eben halt als großen Batzen am Ende der Reise. ja, ja, und das ist halt so das Ding, ne? Also, und das hat für mich noch nie funktioniert, ne? Und das habe ich dann als ich vor 2 Jahren angefangen habe, habe ich dann alles. Na, da habe ich angefangen, da hatte ich eine Actioncam am Helm. Das war alles, das ich hatte. Und mein iPhone. Und damit habe ich auch alles editiert. Ich habe dann alles nachts im Zelt auf dem iPhone meine ersten Ja. Videos editiert. Ne? Und habe dann aber das Hochladen immer nur, ne? Jede Woche oder also 2 Videos die Woche. Ne? Und was mich dann aber gestört hat, war, dass ich habe die dann hochgeladen, war dann natürlich irgendwann schon zu Hause. Und für die Zuschauer war das halt nicht so. Für die Zuschauer war ich halt immer dann noch unterwegs, so, ne? Weil du guckst das, man realisiert das nicht unbedingt gleich so, dass wenn man das dann sieht, na, man denkt nicht gleich sofort, ah ja, der ist ja jetzt schon wieder lange zu Hause, so, ne? Und für viele war Mhm. das dann Genau. so, ah, Man du bist ja sieht gerade ein da. Video und denkt, das ist jetzt gerade in Echtzeit, wenn es gerade frisch Ja, rausgekommen ist. ja, Oftmals ist es nicht so. Viele Menschen lassen da auch bewusst eine Zeit dazwischen, weil sie nicht ja, anders arbeiten wollen oder weil sie auch jetzt nicht unbedingt genau da angesprochen werden wollen, wo sie gerade sind. Aus genau, ja, Sicherheitsgründen gibt es das ja auch, aber bei ja. dir ist das jetzt tatsächlich sehr nah beieinander. Ja, absolut so, ne? Und mich hat das immer gestört, so, dass ich dann, ne, wenn ich dann Einladungen bekommen habe, ach, komm doch vorbei zu mir, dann war das immer so, okay, ja, ja, würde ich gern, aber ich bin jetzt eigentlich schon zu Hause, so, ne? Und jetzt ist es so, dass es jede E-Mail, die ich kriege, oder ne, jeder, der mich ich kann so sagen, okay, dann gucke ich auf die Karte. Ich habe es sogar so gemacht diesmal, dass ich meinen Zuschauern eine Karte gegeben habe und jeder kann eintragen, welche Plätze ich dann hingehen soll. Das hilft mir, weil ich dann genau weiß, okay, da kann ich hin, da ist was Cooles. Und für die Leute ist es auch was super Spannendes, so, ne? Weil jeder hat ja, ne, in jedem Land auch so seine Favorites, ne, und seine Favorite Spots und alles. Und das kann ich mir dann ansehen und kann dann halt tatsächlich da noch hin. So, ne? Und ist dann Mhm. nicht so wie, ah ja, wäre ich mal dahin gefahren. So. Das ist jetzt Das für heißt, mich alles das möglich, ja. spielt für dich tatsächlich eine große Rolle, dass du immer guckst, wo du gerade bist und dass du mit deiner Community, also deinen Zuschauerinnen und Zuschauern von deinem YouTube-Channel kommunizierst, in Austausch trittst, dich Ja, einladen lässt irgendwo und mit den Leuten auch deine Reise entwickelst. ja, das ist also jetzt ist dann so, ne, es wird immer schwerer, weil natürlich je mehr Einladungen man kriegt, das ist natürlich dann auch ein bisschen überwältigend, so, ne? Und das Problem ist, ich habe auch einen sehr strikten Workflow, ne? Was für viele
Also klar, ist auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen crazy, ne? Das verstehen viele auch gar nicht so, dass ich fahre den ganzen Tag, filme den ganzen Tag und komme dann abends so, ne, um 5, um 6 ins Hotel oder auf den Campingplatz. Und dann geht bei mir quasi die Nachtschicht los, ne? Dann fange ich an, die Videos zu schneiden. Und Und wann schläfst du? das ist halt der Punkt, so, ne? Ich schlafe nicht, ich schlafe wirklich nicht viel. Also ich schlafe 3, 4 Stunden am Tag, so, ne? Ui. Mach natürlich Ja. ab und zu mal einen Day off, so, ne? Um Mhm. einfach Schlaf nachzuholen, so, ne? Ja. Aber das ist, was viele, ne? Was natürlich auch schwer zu begreifen ist, so, weil es macht natürlich kein normaler Mensch. Das ist natürlich völlig gaga, so, ne? Aber ja, mir macht es halt sehr viel Spaß, diese Arbeit, so, ne? Also dieses Filme schneiden und dieses Ganze, gehört für mich alles mit zum Abenteuer dazu, so, ne? Ja, und deswegen ist es natürlich schwierig dann, wenn ich dann zu Leuten gehe, ich möchte natürlich dann auch, ne, mit denen erzählen und, ne, ich habe es jetzt gemacht, wo ich nach England gekommen bin, bin ich angekommen, da war ich so ein bisschen lost, ne, und dann wusste ich nicht so richtig, okay, was mache ich jetzt und ja, und was mache ich überhaupt hier, so, ne, in dem Sinn. Und Lost in dann England. ja, und dann war ich natürlich sehr happy, dass ich dann eine Einladung bekommen habe und dann konnte ich natürlich, Matt hieß derjenige und das war super, super cool und konnte ich dann 2 Tage verbringen, so, ne, habe natürlich viel über England schon gelernt, so, ne, und konnte erst mal so reinkommen. Aber ja, das kann ich nicht ständig machen, weil das würde mich einfach super zurückwerfen in also ich habe jetzt keinen Zeitplan in dem Sinne, aber ich kann dann nicht so arbeiten, wie ich eigentlich Das ist, glaube gerne ich, echt arbeiten würde. immer die Herausforderung von Leuten, die so eben halt nicht nur reisen, sondern auch parallel beim Reisen was produzieren. Arbeiten. Ja. Arbeiten, genau. Es ist letztendlich Arbeit Also und du ja, verdienst auch so ist Teil es, ja. deines Ja. Geldes damit, ne? Mit deinen Ja. YouTube-Videos und mit deiner Also Öffentlichkeit. wenn ich reise, ja komplett so, ne? Also Mhm. dann lebe ich davon. Also ich habe natürlich auch kein Sponsoring oder irgendwas. So, also, also also ne, alle die Angebote, die ich bis jetzt bekomme, was Sponsoring angeht, so, ne? Also weiß ich nicht, das ist alles nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das würde ich jetzt gern machen, so, ne? Und also das einzige Sponsoring, was für mich in Frage kommen wäre, wäre wirklich, okay, eine Firma stellt mir ein Motor oder das Motorrad zur Verfügung, was ich gerne haben würde, so, ne? Das wäre das einzige Sponsoring, was für mich in Frage gekommen wäre. Ist nicht passiert, so, ne? Und deswegen lebe ich halt, also ne, wenn ich unterwegs bin, komplett von Google oder von YouTube, ne? Was ich Mhm. verdiene Ja. mit meinen Videos, mit meiner Und Arbeit das, quasi. und das Motorrad, mit dem du unterwegs bist, und das ist etwas ganz was Besonderes, ist eben halt kein übliches Motorrad, sondern eine Zero SR, ne? Richtig? Ja, Zero SRF, ja, Zero genau. SRF, ein Ist, Elektromotorrad. Und du hast genau. vor, mit einem Elektromotorrad um die Welt zu fahren. Ja. Super spannend, aber ich glaube, um zu verstehen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, glaube ich, wäre es spannend, mal deine ganze Geschichte aufzurollen. Denn das ist noch gar nicht so lange her, dass du angefangen hast, Motorradreisen zu machen und darüber ja, Videos zu machen. Ich weiß nicht, Ja. warst du schon vorher Motorradreisender? Ich weiß, 2020, glaube ich, hat das angefangen mit dir, mit Ja, Dark genau. Travels. 2020 hat es YouTube angefangen. Also eigentlich Ja, ja, vor 2 Jahren habe ich mit jo, YouTube angefangen. Und davor, und ich habe das Motorrad, also ne, bevor ich mir jetzt das Elektromotorrad gekauft habe, hatte ich eine Honda Dominator, Baujahr 89. Ein ganz, ganz besonderes Motorrad. Und oh ja, spielt eine große tatsächlich, Rolle in all deinen Videos bisher eben halt die Honda, absolut, wie du ja. sie nennst, die Honda Ab, Dominator ja. 650. Ein altes, ja, rotes, schönes, aber wirklich altes Moped. Absolut, absolut. Und äh, also ne, war natürlich auch bis jetzt immer der absolute Star in all meinen Videos, so, ne? Jo. Also zu Recht auch. Äh, und ja, habe ich mir tatsächlich vor 4 Jahren gekauft und war auch tatsächlich mein allererstes Motorrad. Ne? Ah, Also klar, war schon als Kind, ne, hatte ich ne, so Dirtbikes und Mopeds, ne, S50, Schwalbe, äh, das alles hatte ich immer, ne? Das war mit 16 bin ich sofort ein Moped gefahren und das war auch wichtig, weil ich auf dem Land groß geworden bin. Aber dadurch, ne, durch also den Berufsweg, den ich dann eingeschlagen habe, hatte ich dafür eigentlich nie so richtig Zeit oder Geld, ne? So, das hat immer überhaupt nicht gepasst so.
Und habe dann aber, ne, mir vor 4 Jahren wollte ich dann doch ein Motorrad haben. Mhm. Und Beruflich, du bist Profimusiker, ne? richtig, ja. Also habe das jetzt alles so ein bisschen zurückgestellt, ne, für die anstehende Weltreise. Aber ja, 15 Jahre lang, ja. 15 Jahre lang Musiker gewesen, auf der ganzen Welt Tourneen gespielt. Und ja, also super glücklich gewesen mit allem, was ich so machen durfte bisher und erleben durfte. Ja. Mit Und welcher Band warst du denn unterwegs? Kennt man die? ja, also ganz vielen Künstlern. Also meine letzte Band war eine mexikanische Punkband, heißt Rabia Sorda. Mit dem bin ich ganz viel getourt als Gitarrist und war jahrelang als Schlagzeuger für eine Band unterwegs, die heißt 9 Millimeter. Ich weiß gar nicht, ob die noch, ich glaube, die spielen auch gar nicht mehr. Hab viel mit, hab mittlerweile mit meiner Freundin zusammen ein elektronisches Projekt. Das machen wir auch weiter, werden wir weiterhin machen. So, das können wir auf unserem eigenen, ne, so wie wir Zeit haben, können wir das immer machen. Und ja, also habe in meinem Leben ganz viel schon gemacht. Habe Schlagzeug studiert, habe dann Gitarre so nebenbei auf dem Weg mitgelernt und ich habe auch immer, also die letzten 5, 6 Jahren dann auch irgendwann, ne, Synthesizer, hatte ich sehr großes Interesse für Synthesizer und sorry, elektronische Musik. Ja, ganz, ganz weites Spektrum habe ich. Eine coole Sache, die ich machen durfte, war damals, weiß nicht, da gab es so eine Band, die gibt es auch nicht mehr, Unheilig. Und mit denen Oh, durfte ich stimmt, von zusammen denen mit habe ich einer mal anderen Band. gehört. Ja. Ja, ja, genau. Und die waren ja ganz groß. Und da konnten wir zusammen mit einer anderen Band den Support Act konnten wir sein. Und ja, da hatte ich die Möglichkeit, wirklich riesengroße Konzerte zu spielen. Konnte mit meiner Hardrock-Band, wir haben wirklich alle möglichen großen deutschen Festivals gespielt, unter anderem Wacken. Das war ein Highlight meiner Ui. Musikerkarriere, Ja. Wacken zu spielen. Das sind ja 80.000 Menschen dort. Das ist schon was ganz Besonderes, ja. Und ja, Okay. also, und dann, Und irgendwann dann hast du deine kam, ne, Gitarre zur Seite gelegt und bist aufs Motorrad gezwungenerweise, umgestiegen. mehr gezwungenerweise eigentlich, ne? Ja. Durch Covid, das war dann vor 2 Jahren halt dann tatsächlich so, dass es mich wirklich dolle getroffen hat. So, also alle Konzerte, alle Tourneen waren abgesagt, überall, ne, weltweit. Und das ist für einen Künstler natürlich absolute Katastrophe, ne? Weil klar, du verdienst auch durch Tantiemen und durch deine Werke verdienst du schon auch Geld, aber das ist jetzt nicht der Großteil. So, ne? Und also man muss einfach Konzerte spielen, sonst Hm. als Musiker ist es absolut, das war absolute Katastrophe und deswegen, ne, musste ich mir halt ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Und vor 2 Jahren dann schon, ne, da hatte ich mein Motorrad und dann habe ich viel YouTube geschaut, ne? Also mache ich ja auch immer noch, ne? Und dann dachte ich mir, oh krass, ja, irgendwie, das, das ist schon cool, also, ne? Das Videos machen, weil ich angefangen habe, Musikvideos zu drehen für meine eigenen Projekte. Ne, weil als Künstler, ne, wenig Geld und also ne, für neue Projekte hatte man dann auch nicht unbedingt gleich eine Plattenfirma, die dann gleich, ne, das vorfinanziert. Und dann habe ich angefangen, Musikvideos selber zu drehen und mir eine Drohne gekauft. Und ich so, okay, jetzt habe ich hier das Equipment. Eigentlich könnte ich auch Motovlogs machen. So. Eigentlich könnte ich das schon auch, vielleicht wird das auch ganz cool. Und dann habe ich das angefangen zu machen. So. Und habe mir dann halt, ne, wusste aber auch, ne, ich muss irgendwie einen Weg finden, dass ich das auch schnell, ne, das muss schnell gehen, das darf kein Riesenaufwand sein. Ne? Also das heißt, das darf mich jetzt nicht lang aufhalten, wenn ich wieder nach Hause komme. So, weil dann mache ich andere Sachen, dann gehe ich auf Tour oder was auch immer so, ne? Oder gehe ins Studio, was auch immer. Äh, und deswegen, ne, habe ich dann angefangen, erst auf dem iPhone Videos zu machen und jetzt mittlerweile editiere ich alle meine Videos auf dem iPad, ne, von unterwegs. Alles unterwegs und jetzt mittlerweile alles auch öffentlich in Echtzeit. Und ja, so hat es dann angefangen damals, ne? Also damals vor 2 Jahren. So, das ist ja alles Damals noch nicht vor so lange 2 her. Jahren führte dich deine erste Reise nach Kroatien. War das so auch deine erste größere Reise, so ein bisschen jenseits von Deutschland, mal nicht nur am Äh, Wochenende um die Ecke? nee, das war meine zweite. So, die erste habe ich damals noch nicht gefilmt. Ja. Das war meine erste Reise auf der Dominator. Ne? Ja. Bin ich nach Italien, da wollte ich zur Adria, da bin ich, ne, von Berlin zur Adria.
Weil das war ganz interessant, weil ich mit einem alten Freund, wir haben uns immer, wir haben immer so rumgesponnen. Irgendwann, weil ich hatte eine S50, er hat eine Schwalbe gehabt, das ist schon lange her. Und ja, irgendwann fahren wir mal von Deutschland bis runter ans Meer, so, ne? Mit der Schwalbe, so, oder mit der Simson, ne? Und ja, das hat natürlich nicht geklappt, so. Und dann habe ich das aber, das war dann meine erste Reise mit der Honda, so, ne? Und das war wirklich richtig cool. Das hat mir so super gefallen. Auch weil das habe ich auch alleine gemacht, ja, und war auch völlig nur für mich unterwegs und das hat mir super gefallen. Ja, und dann habe ich das nächste Jahr habe ich dann beschlossen, okay, ich werde es auch filmen, so, und dann auf YouTube stellen. Na klar, Und das das hat heißt, dann natürlich das war noch. dann diese Kroatien-Reise, wo du gesagt hast, so, und Ge jetzt mache ich genau, meine zweite ja, Reise und die filme ich auch. Und da bist du ja, sozusagen auch in diesen Flow reingekommen, ne, filmen, schneiden, veröffentlichen und so weiter. Es gibt ja ja, viele kleine, relativ kurze, so 8 bis 10 Minuten ist meistens so ja, ein Video von dir. Und die hast ja. du dann auch schon auf der Reise veröffentlicht? Ja, habe ich auch schon auf der Reise veröffentlicht. Da auch immer direkt gleich schon, weil, wenn du bei YouTube anfängst, da guckt eh keiner, so, ne, dann Ja. hast du eh keine Zuschauer, so, da habe ich es einfach immer gleich hochgeladen, habe natürlich dadurch auch viel gelernt über YouTube, weil du musst natürlich auch erstmal YouTube lernen, du kannst nicht einfach nur lernen, wie man Videos macht, du musst auch YouTube lernen, weil YouTube ist ein ganz anderes, nochmal eine ganz, die Plattform zu verstehen, ist auch super wichtig einfach, um überhaupt Leute zu erreichen. Ne? Wenn du, Mhm. wenn du, wenn du alle Leute nicht erreichst so, mit deinen Videos, ne, dann ist es zwar schön, dass du die Videos machst, aber für mich als Künstler ist ja auch wichtig, ne, dass meine Kunst gesehen wird oder ne, dass meine Sachen oder meine Videos oder was auch immer ich gerade mache, das ist mir schon wichtig, dass es Leute sehen. Ne? Wenn ich sagen würde, oh, ich mache das nur für mich, ja, dann würde ich auch, ne, das wäre jetzt auch nicht die Wahrheit, ne, weil ich bin nun mal schon immer Künstler gewesen und als Musiker gehst du auf die Bühne, brauchst du ein Publikum, ne? Und jetzt mit der YouTube-Sache und mit den Videos mal ist für mich auch wichtig, ein Publikum zu haben. Ja? Mhm. Ohne Das, jetzt vielleicht zu sehr in irgendwelche Geheimnisse einzutauchen, aber würdest ja. du sagen, oder könntest du aus dem Stegreif heraus 3 Tipps geben, was ist wichtig für YouTube, um da Menschen zu erreichen? Ah, also das Allerwichtigste ist einfach gute Videos machen. Du musst Ach gute Mist. Videos. Ja, Ohne ey, geht's nicht, das ja? ist. Das klingt so super doof irgendwie. Also, was Ja. heißt gute Videos machen? Du musst eine gute Geschichte erzählen. So. Ja, okay, Das, das hast du tatsächlich drauf, ne? du Das sozusagen musst, auch du diese musst kleinen acht eine. Minuten Dinger, wo man am Ende Ja, meint irgendwie, ja, eigentlich bist du nur gefahren, aber letztendlich ja. verpackst du da immer eine Geschichte, es ist immer Ich etwas, was du versuche eben erzählst. jedes Video, jeden Tag versuche ich irgendeine Geschichte zu erzählen. So, Ja. weil ich finde das einfach wichtig. So. Ich will nicht einfach nur, also ich sehe mich nicht als Informationschannel, und wo jetzt die Leute einfach nur, ah ja, und das ist die Route und dann mache ich jetzt das und dann fahre ich, dann hole ich die Karte raus und dann da bin ich jetzt gerade da und dann mache ich jetzt das. Ja, das für mich persönlich ist es halt, mir gefällt es nicht so. Ne? Ich finde es ein bisschen boring so. Und ich finde es halt cooler, wenn es halt auch irgendwie ein bisschen was Unterhaltsames ist. So, ne? Und das ist mir halt wichtig. Und das ist mein größter Anspruch, dass ich da besser werde. Immer besser werde, in interessante Geschichten zu erzählen. So, ne? Mhm. Nichts erfinden, sondern einfach nur das, was ich mache, so drüber zu bringen, dass es sich jeder einfach auch gern anguckt. So, ne? Ja. Dass es auch wirklich für jeden auch spannend sein kann. So, ne? Und ey, da muss ich mir oft gar nichts aus, also da muss ich mir auch wirklich oft gar nichts ausdenken, weil natürlich, wenn du reist, da passiert natürlich super viel immer. Das war natürlich gerade immer mit der alten Honda. Das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn du mit so einem alten Ding reist, da geht natürlich immer irgendwas kaputt. Ist ja klar. So, ne? War jetzt nicht der Grund, warum ich mir die gekauft habe. Ich habe mir das Motorrad gekauft, weil ich habe es gesehen und denke so, oh, sieht ja mega aus. Das ist ja, also das habe ich ja noch nie gesehen vorher. So. Ne? Klar, ich Stimmt, bin das ist zwar geboren relativ in den unbekannt, 80ern, ne? Ja. aber so viel fahren davon nicht rum. Und Mhm. speziell nicht in der Farbe. So, und ich habe das Motorrad, die Farbe, und ich so, boah, das ist ja Hammer. So, ne? Dieses
knallrote und dann alles in Rot komplett und mit goldenen Rims. Das fand ich mega cool. Deswegen habe ich mir das sehe schon, Motorrad wir verstehen geholt. uns. Wichtigstes Ja. beim Motorrad ist erstens, dass es rot ist. Ja, gut, ja, das ist Nee, natürlich auch, ne, Sonja und ich, wir fahren ja auch mit zwei roten ja, SR Yamahas so rund durch Europa ja. und die hatten vorher auch andere Farben, die haben umlackiert und jetzt sind sie die roten Motorräder. Das hat was. Ja. Ja, es ist einfach, ne, also gut, war damals auch mir haben die ganzen anderen Sachen nicht gefallen, mit diesem so lila oder was auch immer. Und die blaue Variante fand ich auch nicht so, ne, sieht auch cool aus, aber fand ich nicht so. Rot sah einfach am besten aus, ne, rein vom Gefühl her, so war das damals, ne. Und naja, auf jeden Fall natürlich altes Motorrad, hat natürlich, muss ich dazu sagen, so, ne, die ersten, äh, also ich habe sie gekauft, da hat sie 48.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Wenn das dann stimmt, ne, weiß man ja auch nicht. So, ne? Aber das ist schon viel Und für so dann, einen Einzylinder. ja, also jetzt hat sie fast 100.000 drauf. Ne? Mhm. Also ich habe natürlich ne, die ersten, ich sag mal, die ersten 15.000, die ich so drauf gemacht habe, da war gar nichts mit dem Motorrad. Ne? Oder vielleicht sogar die ersten, ich war ja auch mit dem Motorrad in Island gewesen. Mhm. Da ging Äh, es, glaube ich, auch erst richtig los, ne? Mit Pannen und so. Ich glaube, auf Kroatien, auf dieser Reise Nee, so, also durch den Kroatien war Balkan. nichts, Island war Ja. auch gar nichts. Ah Also ja, Island okay. hatte ich auch keine Panne so, ne? Das Ja, erste Mal, wo ja. es dann losging. Und das ist ja immer das so, ne? Wenn die Leute das natürlich so in den Videos sehen, dann ist natürlich immer, ja, ne, da ist ja ständig was kaputt, aber eigentlich war es eigentlich immer das gleiche Problem, was eigentlich ne, was wir eigentlich nur nicht rausfinden konnten, was es ist, ne? Also, was es wirklich ist, so, ne? Also, es war eigentlich immer dieselbe Sache mit dem Motor. Und Fakt ist, stehen geblieben ist sie auch nie. So, sie ist immer angesprungen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt das Pannenmotorrad war oder irgendwas. Es war halt immer nur dieselbe Sache, die halt keiner so richtig rausgefunden hat. Obwohl, einmal Bis bist du ja heute. liegen geblieben, und zwar Äh, in Island, ne? Da ist dir das Benzin ja, ausgegangen. das war ja meine Schuld. Ne? Da bin ich halt in diesen Nationalpark reingefahren und das war eigentlich auch alles echt ein bisschen meine Schuld. So. Ne, immer ne, wenn es beim Benzin ausgeht, das ist immer die eigene Schuld. Und ich habe es ein bisschen unterschätzt, so was das dann an Sprit frisst, ne, durch diese ganzen Sandwege und dieses ganze Offroad. Ne, das hat schon sehr viel Sprit gefressen. So, ne? Und ich hatte ja auch nur so einen 12,5 Liter Tank. Und dann war ich natürlich auf diesem Basecamp und wusste natürlich, okay, ich brauche schon Benzin. So, das geht schon nicht anders. So, ich brauche Benzin. Und die haben da auch Benzin verkauft. Das hat man auch in Videos gesehen. Bloß das Benzin, da haben die irgendwie, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich da für einen Liter bezahlt habe. Es war auf jeden Fall schweineteuer. Ich glaube, es waren 10 Euro für einen Liter, wollten die haben. Oh. Das, ja, da habe ich 10 Euro für einen Liter gemacht und habe dann natürlich, ne, dann machen wir nur 3 Liter rein, es wird schon passen. So. So. Ja, 1 Liter mehr hätte mich bis zur Tankstelle gebracht. So, das war so meine erste Erfahrung mit, okay, Sachen können auch mal schief gehen, so, ne, weil diese ganze, ne, durch die Flüsse durch und das war, ne, die erste Flussüberquerung, die ich hatte, war auch gleichzeitig die schlimmste und ich natürlich auch überhaupt gar nichts nachgedacht. Ich einfach nur, oh ja, okay, das ist jetzt der Fluss, na, da muss ich jetzt halt durch. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich habe ja überall Kameras, ich habe mein ganzes Equipment im Rucksack, alles, ne, alles, ganze Technik, alles, Drohne, alles drinne und ich so, naja, da fahre ich jetzt einfach durch, ne? Augen zu und durch. Und das war auch gleichzeitig der tiefste Fluss, den ich da durchqueren musste. Und hat zum Glück super gut gegangen. Und danach ist mir erstmal bewusst, okay, ich muss da schon vorher auch mal durchwatschen durch diese Dinge oder mich zumindest vorher drüber informieren. Das habe ich dann in diesem Camp gemacht. Da haben die mir dann ne, erklärt, ne, da ist cool, der nächste Fluss, da musst du ein bisschen aufpassen, da bleibst du mal besser am Seil dran. Da war das dann alles nur halb so wild, so, aber Ja. aber das das ist hat auch die eine gute Honda Herangehensweise. Erst fahren und dann drüber nachdenken. und dann drüber nachdenken. Ich meine, ja gut, ja, hätte Aber auch Island, anders glaube ich, war laufen wirklich können. dann für dich auch im Vergleich zu Kroatien vorher, das erste Mal, wo es auch eine echte Herausforderung war, das Ja, Fahrerische im Offroad-Bereich, durch ja, Flüsse etc. ja, Das war echt nochmal definitiv. so eine große Schippe drauf. Ja, absolut, so, absolut. Aber mit der Honda speziell war das echt eigentlich, war das super okay, so, ne? Mhm. Ich weiß nicht, hat es mir wahrscheinlich einfach gemacht, weil ja, es ist ein super leichtes Motorrad. War natürlich auch so, dass natürlich viele mit auf großen, ne, GS
1250, ne? Und war natürlich eine Menge von denen unterwegs. Und ja, also, aber da war keiner von denen irgendwie im Nationalpark, so, ne? Also da ist. Und alle, die ich so getroffen habe, haben mir auch gesagt, oh ja, vielleicht, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen und dann auf einem leichten Motorrad, so, ne? Da hatte ich natürlich dann, ne, halt Glück gehabt, ne? Die Honda wiegt 155 Kilo leer. So großartig viel Gepäck hatte ich auch immer nie mit. Klar, ich hatte schon ein bisschen Werkzeug immer mit dabei. Also ich glaube, ja, so halb zusammen war ich dann locker auch bei 200 Kilo vielleicht, aber es ist trotzdem noch leicht, ne? Ja klar, für Und dann so einen üblichen im Vergleich zu den großen, Reiseenduros ist das schon die, gut. die sind Die ja, meisten die fangen ja bei wiegen, 200 erst an, ohne Gepäck. ja, ja, Und dann ja, geht es ja, erst los mit, was nehme ich alles mit und dann ja. wird es oft viel. Und da hatte ich natürlich Glück, hatte ich jetzt mir natürlich auch viel leicht gemacht, so, ne? Also dadurch hatte ich jetzt echt eigentlich kein Problem, so, ne? Also und gut, also so Dirtbikes und ne, so kleine Crossmaschinen und so, das bin ich früher auch gefahren, so, ne? Also das war jetzt für mich jetzt kein großes, klar, du musst dich jetzt voll dran gewöhnen, so, ne? Und das im Sand und das ist schon alles so schwierig. Du musst schon ganz schön Genau, aber kämpfen, war so jetzt das nicht das erste Mal erste Land. Mal, dass du im Gelände warst, sondern da hast du Ja, schon ja, vorher ja. Erfahrung Klar, gesammelt. mit einer bisschen größeren Maschine, das war dann schon das erste Mal, aber ja, man lernt dann so auf dem Weg, so, ne? Dann lernt man, okay, jetzt muss ich ja doch noch ein bisschen mehr Luft ablassen, so, ne? Dass das dann, und oh krass, auf einmal geht es ja voll leicht durch den Sand, so, ne? Wenn du am Anfang denkst, ja, jetzt lasse ich nicht Luft ab, so, jetzt steige ich nicht ab, so, und dann kämpfst du dich irgendwie eine Stunde ab, so, und bist völlig im Arsch, lässt Luft ab und auf einmal, okay, krass, okay. So kann es Das, halt auch gehen. ja, ja. Ja, Und hattest du dann auch irgendwie eine Pumpe dabei, um dann irgendwann wieder ja. die Luft reinzu? Ja, hatte ich immer dabei. Hatte ich immer diesen, den habe ich immer noch. Den habe ich sogar immer noch mit so einem kleinen Akkukompressor. Mhm. Der funktioniert super. Den musst du nirgendwo anschließen, den kannst du einfach, zack, den lädst du auf. Der pumpt dir die Reifen fürs Motorrad bestimmt 5, 6 Mal locker auf. Oh ja. So, ne? Gut. Also der hält ewig, der Akku. Und das habe ich auch bis heute noch mit. Jetzt habe ich zwar nicht mehr so viel Werkzeug mit. Das liegt am Motorrad so, so viel Genau. brauche ich da nicht. So viel, Elektromotorrad ist deutlich weniger dran zu schrauben, weil die ich Technik habe einfach wirklich, viel also die einfacher Hälfte von meinem Gepäck war wirklich Werkzeug, das ich mit Ja. hatte und das habe ich jetzt einfach gezwungenerweise, musste ich auch zu Hause lassen. So, ne? Ja. Also weil ich musste jetzt gepäcktechnisch auf der Reise mit dem Motorrad ist gepäcktechnisch schon ganz anders. So, ne? Also weil es natürlich ein deutlich kleineres Motorrad ist, war mir auch wichtig. So. Ich weiß, dass Zero jetzt, das haben sie mir zwar vorher nicht gesagt, als ich mit denen in Kontakt war, dass sie jetzt so ein Adventure-Bike rausbringen. Das haben sie mir nicht erzählt aus irgendeinem Genau, Grund. du hast ein relativ kleines Straßenbike. Es ist quasi dasselbe, was sie jetzt, also diese DSX oder DSRX, wie sie jetzt heißt. Irgendwie Das ist so, die ja. Grundlage, ist mein Motorrad, was ich habe. Bloß halt umgebaut, größer und ne, mit Verkleidung und allem drum und dran. Habe ich jetzt gesehen, haben mir die Leute geschickt, so, dass das jetzt kommt. So, ist okay, habe ich mir angeguckt. Wahrscheinlich hätte ich es auch nicht genommen, weil A, ist es auch, glaube ich, schwerer. Ja, Und 300 B, Kilo meine ich so irgendwie in dem Dreh. was? Von daher, Ja, also, meine, die ich jetzt habe, das Elektromotorrad, ist 220 Kilogramm. ja, okay, Ist das auch recht schwer. Aber kommen Aber- wir mal zurück nach Ja, Island hier. ja, weil gerne, über Elektro, gerne. da sprechen wir gleich auch noch drüber. Ja. Auch deine Freundin Marie ist ja dann zwischendurch vorbeigekommen und dann seid ihr auch Ja. eine Zeit lang zu zweit unterwegs gewesen. Ja, das haben wir in Kroatien auch so gemacht. Ja. Also in Kroatien war das erste Mal, da ist sie dann wo ist sie hingefahren? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie halben Weg runtergeflogen. Und dann habe ich sie abgeholt und dann ist sie mitgefahren auf dem Motorrad. Da hatte ich auch noch deutlich mehr Gepäck mit dabei. Ne? Jede Tour habe ich immer Gepäck abgespeckt. So, ne? Ja, genau. Und das ja, ist das sowieso, hat- glaube ich, auch ein guter Tipp, wenn man eine Weltreise macht, vorher andere Reisen Absolut. machen, um zu lernen, auf Zeug zu verzichten. Absolut. Also absolut. Und ja, da ging das auch mit ihr. Und dann in Island war das so, da ist sie auch nach Reykjavik geflogen. Da habe ich sie eigentlich aber nur vom Flughafen abgeholt. Mit ihrem Koffer auch hinten auf die Honda drauf gemacht. Und Stimmt, dann genau, war einen ich mit. richtigen klassischen Reisekoffer, also so ein riesen Ja, eckiges Viech, wo ich auch sagen würde, das kannst du doch nicht auf dem Motorrad schneiden. Doch, kannst doch, schon, das aber fällt kannst doch du sofort machen. runter. Doch, es geht. Ich habe es einfach ein paar Gibt's ein Strapsen Video, festgemacht. muss man sich echt angucken.
Ja, Sehr schön. es war super sketchy so, aber hat funktioniert. Ne? Es ging ja nur vom Flughafen, weil da hätte dann ein Taxi irgendwie 70 Euro gekostet oder so. Ich so, das ist doch völliger Quatsch. So, ne? Und weil Island ist natürlich schon alles mega teuer. Ne? Also, das Ja. ist, also Hotel kannst du dir da gar nicht leisten. So. Das geht überhaupt nicht. Da, Also ist Camping angesagt. ja, da war immer Camp, da war gezwungen. Das war dasselbe dann jetzt im Juni mit Skandinavien, war genau dasselbe. Mhm. Da habe ich auch dann nur, da kam dann Marie auch nach, äh, jetzt habe ich den Ortsnamen vergessen. Ja, aber auf Auf jeden jeden Fall Fall macht ihr das nach öfter so, Norwegen. Ja, sie ist dass jetzt du gerade die hier, sie weiten ist gerade Strecken hier. fährst, sie dann zwischendurch Ja. vorbeikommt, ihr eine Runde zusammendreht und sie Ja. dann auch wieder fliegt. Das wird sich ändern auf der Weltreise, wenn das große Leck dann jetzt ist ja erstmal so, ne, zum Warmwerden einfach und mit dem Motorrad vertraut werden, dachte ich mir, okay, Großbritannien, das ist jetzt super gut. Hier ist die Infrastruktur super, alles, ne, das ist super, Mhm. um mit dem Motorrad Ja, warm zu leichter werden und Einstieg. überhaupt auch zu lernen über das Motorrad. Ne? Ich lerne ja das Motorrad auch erstmal kennen und wie es überhaupt funktioniert Mhm. ne, und was, ne, hat mir das jetzt vielleicht im letzten Video gesehen, dass da auch nicht alles stimmt, was einem so erzählt wird vom Display. Du bist Äh, schon wieder beim da, Elektromotorrad. Lass uns ja, mal ja, zurück. sorry. Nee, aber um jetzt Ich muss dich nochmal, unterbrechen. ja, um Also, auf du warst Marie mit der zurückzukommen. Honda Ja, 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 genau. unterwegs Also, da ja, ist sie dann auch nach Norwegen gekommen und dann ja. haben wir da auch Zeit verbracht. Da war es dann halt auch so, da musste sie dann auch auf die Honda. Das war nicht geplant, weil da gab es dann einen Flugstreik, als sie wieder zurückfliegen wollte. Alle Flüge gecancelt, innerhalb von 2 Wochen ging gar nichts. So, sie Oh. konnte nicht zurück. Und dann haben wir geguckt und dann hat sie einen Flug gefunden von Finnland, vom Weihnachtsmanndorf. Das war irgendwie ein lustiger Zufall, aber von daher kommen Flüge nach Berlin super billig, irgendwie für, also günstig 120 Euro oder irgendwas. Mhm. Und ich so, okay, ja, na dann muss ich halt jetzt nach Finnland fahren. So. Naja, und dann war das war ja ein 1000 Kilometer Umweg für mich, weil ich wollte ja eigentlich hoch zum Nordkap. Ja. Und ja, dann hinten drauf auf die Honda, ne, ihr Rucksack, die hat zum Glück nur einen Rucksack mitgehabt, der ist alles ne, an die Seite, noch auf die Panniers drauf geschnallt und dann los nach Finnland. Und das war cool, das hat Spaß gemacht, das ging super mit der Honda. Ne? Also ist klar, ist kein großes Reisemotorrad, aber ja, gehen tut alles, ne? Ja. Wenn man das will. So, na, für sie ist es nicht so, für sie ist es nicht so toll irgendwie. Ne? Wenn man kein Motorradfan ist in dem Sinne, ne? Also wenn man dafür jetzt nicht keine Leidenschaft hat, dann ist speziell auch hinten drauf sitzen die ganze Zeit echt auch A anstrengend und B wahrscheinlich auch ein bisschen boring so, ne? Also Mhm. äh, ja, aber hat uns beiden auf jeden Fall Spaß gemacht, so Ja. diese 2 Tage extra zusammen irgendwie. Und Ja, und, du, ja. ja. Und du warst auch mal in Portugal und Spanien Mhm, das war und bist davor. im Ja. Winter losgefahren, ne? Also wirklich Das bei war, Schnee und genau, Eis. das war im letzten, ich glaube, Dezember bin ich losgefahren, letztes Jahr im Dezember, weil ich einfach, ne, ich hatte, wie gesagt, ich keine Konzerte, nichts gehabt, so, und ich so, okay, dann fahre ich jetzt halt nach Portugal, filme das Ganze wieder natürlich, ne. Und da habe ich dann auch noch, da hatte ich dann so immer meine Schedule gehabt auf YouTube, immer so ein Video oder 2 Videos die Woche. Und bin dann halt losgefahren, habe die Videos gefilmt und gemacht, geschnitten, jeden Tag, wie immer. Und war dann irgendwie, bin dann nach 10 Tagen in Portugal angekommen, wo dann auch das Wetter schön war und habe dann das erste Video hochgeladen. Und das erste Video war ich, ne, das sieht man dann auf dem Coverfoto, sieht man dann ne, die Honda im Schnee, im Harz. So, Ja. ne. Das war das erste Video, was ich hochgeladen habe. Habe in Portugal auch meine ersten 1000 Abonnenten erreicht. Das war letztes Jahr im Dezember. Und habe, nachdem ich das erreicht habe, vorher habe ich mit YouTube noch überhaupt kein Geld verdient. Ne? Das muss man vielleicht dazu sagen. So, mit YouTube verdient man erst Geld, wenn man 1000 Abonnenten hat und 4000 Watch Hours, heißt das, ne? 4000 Stunden, die Leute deine Videos angeguckt haben. Mhm. Und davor hatte ich noch nicht mit Island oder mit Kroatien, da habe ich noch nicht einen Pfennig Geld verdient. Ne? Also das habe ich dann wirklich nur, das war alles nur Aufbauarbeit quasi, ne? Um dann vielleicht mal irgendwann damit Geld zu verdienen. So, ne? Und weil ich es auch gerne mache, weil es mir auch Spaß macht. Jedenfalls
habe ich dann in Portugal das erste Video hochgeladen und das ging einfach durch die Decke, ohne dass ich wusste, was jetzt gerade hier passiert. So, ne? Das hat dann auf einmal 100.000 Aufrufe gehabt und auf einmal hatte ich 10.000 Abonnenten innerhalb von einer Woche und die nächste Ui. Woche dann schon 15.000 Ja. und ich wusste überhaupt nicht, was passiert hier gerade so. Ne? Konnte ich überhaupt nicht. Das war einfach super krass. So, ne? Ja. Und ja, das Kannst du habe dir im aber weiter. Nachhinein ja, genau, weil das ist ja dann immer weitergegangen, ne? Und Ja. zum Beispiel Ich hast weiß du nicht warum. den Ich weiß Eindruck, dass, keine Ahnung die warum. längeren Filme bei dir, also ne, nachdem du sozusagen viele kleine gemacht Ja. hast, machst du dann nochmal so einen Zusammenschnitt, wo man nochmal, weiß nicht, eine Stunde lang deine ganze Reise so von A bis Z durchschauen kann. Die sind offenbar auch besonders beliebt. Aber warum Das habe ich mit jetzt Island gemacht, ja. 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 Das, aber warum das jetzt ging dann, einige ne, mit Videos so richtig durch die Decke gehen, weißt du jetzt auch nicht. Nee, weißt du nie vorher. Ja. Kannst du nicht, jedes Video kann auf einmal durch die Decke gehen. Du weißt es vorher nicht. So, du kannst es einfach, klar, ne, wie gesagt, ne, du versuchst natürlich jedes Mal eine gute Story zu erzählen, aber manche Storys sind halt einfach von Natur aus viel besser. So, ne, wenn man im Winter, im Schnee, ein Motorrad startet, ist natürlich eine interessante Geschichte. So, ne? Das kann ich mir halt denken. Das ist schon interessant für Leute. Es kann natürlich sein, ne? Und dann war es um die Weihnachtszeit rum. Viele waren zu Hause, viele haben sowieso Fernsehen geguckt so, oder YouTube. Ne? Ja, also anders kann ich es mir nicht erklären. So, ne? Und dann ging das ja halt los, dass ich dann auf einmal auch wirklich Probleme hatte mit dem Motorrad. Und das natürlich eine Geschichte ist, ne, der Mensch ist natürlich auch so programmiert, dass sobald irgendwie was passiert oder irgendwas kaputt geht, das ist natürlich automatisch irgendwie interessant. So, ne? Das wollen die Leute dann wissen. Oh, was passiert da jetzt mit dem so? Ne? Das ist ja, ne? Also wenn man jetzt einfach nur vom filmerischen, ne, vom filmemacherischen Standpunkt ausgeht, ne, wenn jetzt jeder Spielfilm oder irgendwas, gibt es ja immer, ne, man braucht immer einen Konflikt. So, ne? Konflikt Ja. ist das, was jeden Film gut macht. Ne? Ohne Konflikt hast du keine Story. So, ne, dann, das funktioniert. Und jeder gute Film braucht einen Anfang, Mittelteil und Ende. Und Mittelteil hat meistens einen Konflikt. So, ja. Ja. Dann, Dein Konflikt war ein komisches Geräusch aus dem Ja. Motor der Honda. Ja. Jetzt erzähl nochmal genauer, was ist da passiert? Oder was Ja, waren das erstmal ging die halt Symptome? auf einmal los. So, ne? Das ist halt auf einmal angeht. Da war ich gerade auf dem Adventure Country Track, auf dem ACT in Portugal. Wollte halt gerade loslegen, ne, mit so ein bisschen Offroad-Sachen. Da wollte ich halt wieder Portugal wieder hochfahren, aber nur auf diesem ACT Adventure Country Track, der wirklich cool ist. Ne, wirklich, es ist nur so ein bisschen Offroad, also es ist so 50-50. Ne, 50-50 Straße, 50-50 Offroad. Und dann bin ich da drauf und dann ne, mitten im Nirgendwo geht auf einmal dieses Hämmern los. Ne? Man hört es auf den Videos immer nicht, kann man es vielleicht nicht so genau wiedergeben, aber das ist halt wirklich ein richtiges Bam, 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 so richtiges Klackern, richtig laut. Und du denkst dir, oh fuck, was ist jetzt los? Was ist denn jetzt hier los? Das hat sie doch noch nie gemacht. Und im ersten Moment bist du dann natürlich, okay, also ich bin so, ne, ich muss dann wissen, was das ist, sonst das macht mich verrückt, sonst, ne, wenn ich nicht weiß, was es ist. So, ne? Und habe dann natürlich versucht, das rauszufinden und bin natürlich, also selbst wenn ich technisch noch mehr versiert wäre, hätte ich mein Motorrad nicht am Straßenrand auseinandergenommen, also den Motor. Weiß nicht, machst du nicht unbedingt, wenn dein Motorrad läuft, so, ne? Muss mir natürlich immer auch viele Sachen anhören in der Kommentarabteilung. So. Genau, die ganze Aber Fakt ist eins, bist du wenn ein dein, Schrauber? Also kannst du so ein bisschen was technisch oder? ich habe an so einfachen Mopeds, an den S50s, an den Zweitaktern habe ich immer geschraubt. Ne? Habe Ja, immer okay, die die sind auch Vergaser super selber einfach, ja. Ja, das ist natürlich alles super einfach. Mit der Honda nicht groß anders, alles nur in einer anderen Dimension. Der Motor ist einfach nur ein bisschen größer, aber eigentlich nicht viel anders. So. Aber ja, nee, ich habe es nicht unbedingt, ich hatte nie eine Garage so. Ne? Also ich lebe nicht in einem Haus mit einer Garage. So. Ich lebe in Berlin in einer Zweiraumwohnung. So. Und da stellst du dich auch nicht unbedingt auf die Straße und nimmst dein Motorrad auseinander. Da mache ich so kleine Sachen, ne? Also so Sachen, die halt jeder macht, so, ne? So Bremsen und Ölwechsel und so Sachen, das mache ich natürlich selber so, ne? Und jetzt nicht mehr. Also Ölwechsel mache ich jetzt nicht mehr. Bremsen auch nicht, kann ich nachher nochmal erzählen. Okay. Auf jeden Fall habe
Auf jeden Fall nimmt kein Schrauber nimmt den Motor auseinander an der Straßenseite, wenn es nicht sein muss, wenn die Maschine läuft. So, das ist einfach nicht clever. So, ne? Und deswegen wollte ich das, also ich hätte es nicht gekonnt, ich hätte es auch nicht gemacht. Weil ich wahrscheinlich hätte ihn ja auch nicht wieder zusammengebaut. Genau, sie lief Ne? zwar, aber Ja. es klang Weil sie ja nicht immer lief. gut. Sie lief ja immer. Ist ja nicht so, Ja. ich bin ja nie stehen geblieben. Sie lief ja immer so. Ne? Es war halt nur Du weißt nicht, wie lange. genau, das macht dich fertig. Das macht dich wirklich fertig im Kopf. Ne? Und deswegen bin ich halt immer an sämtliche Werkstätten rangefahren. Ne? Hat natürlich dann auch da meine Probleme gehabt. So, ne? Ja, da hast du natürlich, ne, in dem hatte ich natürlich auch dann später noch, also dieses Jahr hatte ich ja auch meine Probleme mit Berliner Werkstätten, so, ne? Und mit Oh, einer ja. im Speziellen. Äh, und ja, also das war natürlich super dann interessant auch für die Leute, ne? Weil das war nicht ganz cool. Mein Schwager der hat das dann auch so mal ein bisschen analysiert, die Videos und so. Und meinte so, ja, die Leute wollen dich schon leiden sehen. So. Und ja, und das stimmt. So. Ja, Also das ist nicht, ja weil eine sie schöne mir, Geschichte. nicht, weil sie mir was Böses wollen, sondern einfach nur, weil es spannend ist. So, ne? Weil das natürlich Emotionen und jeder kann da natürlich mitfühlen. Jeder kann da natürlich, weiß genau, wie es ist, wenn deine Karre irgendwie so ein Geräusch hat und du kannst es nicht. Ne, gerade im Motor, der natürlich direkt unter dir ist, den du natürlich wirklich fühlst und dann ist da was faul und das macht dich einfach verrückt und das können die Leute natürlich gut nachvollziehen. Ne? Und was ich gut nachvollziehen und ich glaube auch viele andere gut nachvollziehen können, ist diese Erfahrung, dass man dann in eine Werkstatt fährt. Die Ja. Leute machen da irgendwas, Ja, man fährt ne? raus, ist erleichtert und denkt sich, das war's, hoffentlich war es das und kurz Zeit Ja. später fängt das Problem wieder an und Ja. du weißt, okay, das war jetzt alles umsonst, ich habe da jetzt Ja. nett Geld bezahlt für irgendeine Reparatur, keine Ahnung, aber das Problem besteht immer noch und so ähnlich Ja. war das bei dir auch. Ja, absolut, absolut. Und das war natürlich super interessant dann für die Leute so, ne? Und dann das Motorrad sehr charaktervoll so, ne? Das Motorrad, das die Menschen auch mögen oder also ne, in den Videos gemocht haben, immer noch mögen und auch noch jeden Tag immer noch Leute danach fragen so, ne? Und ich habe es auch noch. Es wird auch nie verkauft. So, das steht fest. So, ne? Also ich werde es auch irgendwann, egal wo ich dann mal ende mit meiner Reise und wo ich mich niederlasse, das wird nicht in Deutschland sein, das weiß ich schon. Ähm, Da wird die dann auch hinkommen. So, ne? Und dann Vielleicht werde kannst ich du es die ja mal auch. als Leihgabe an ein Motorradmuseum oder so Nee, weitergeben. ich will das schon, also A würde ich schon auch gerne rausfinden, ne, was dann da wirklich ist, weil das Problem ist Achso, immer das noch weißt da. du bis heute nicht? Nein, also das war dann mal weg, Ja. nachdem sie dann mal 3 Monate in der Werkstatthaft war. So. Das war ja super krass dieses Jahr einfach. Die war ja drei Ja. Monate in dieser scheiß Werkstatt. Äh, und dann war In es Berlin. weg. Ja. Dann war es weg, das Geräusch, und kam wieder. Ja. Und es ist immer noch da. Es ist nicht weg. Ja. Es ist immer Ja. noch da. Und ich weiß bis heute nicht hundertprozentig, was es ist. So, na klar, jetzt, nachdem wir es dann nochmal, ich habe es ja dann auch das war dann in Lettland, haben wir es dann, was ist in Estland? Nein, in Riga. Riga Ja. ist Estland, oder? Das will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, nee, Riga ist Lettland. Riga ist Lettland. Und da habe ich zum Glück auch, das war auch, ne, ein Zuschauer, der eine Werkstatt hat, und hat mich angeschrieben, so, hey, wenn irgendwas ist, na, sag einfach Bescheid so. Und ich war einen Tag bevor Riga, wo ich die Nachricht gekriegt habe, ich so, ja, hey, klar, ich brauche neue Reifen und ich brauche einen Ölwechsel. Hey, können wir das bei dir machen? So, ja klar, der hat mir die Reifen bestellt gemacht und dann halt das Geräusch war da und ich so, ja, lass doch vielleicht mal den aufmachen so, dann checken wir mal Ventile, Steuerkette, wir checken das mal alles, ne, Spanner. Ja, und das haben wir dann auch gemacht so und konnten es aber nicht lokalisieren, das Problem. Klar, wir hätten auch alles austauschen können, aber dann hätte ich wieder eine Weile warten müssen dann dort in Riga. Und das wollte ich nicht unbedingt, weil sie ja lief, weil auch alles gut aussah. Ne? Alles, was wir in der Hand hatten, sah okay aus. Es war jetzt da war kein Problem. Ne? Und ja, das war recht spannend und
bin dann vom Ja. Hof gefahren und war es immer Wahrscheinlich- noch da. Das. Ja, das ist wahrscheinlich auch, weil du Musiker bist, dass sozusagen, wenn etwas nur akustisch nicht in Ordnung ist, dich nochmal Ja, besonders anspricht. ja, das stimmt, ja. Irgendwann, als ich da dann losgefahren bin und wir gesehen haben, dass die wichtigsten Sachen das ist alles schon in Ordnung so, ne? Dann war das auch nicht mehr so dramatisch für mich im Kopf so, ne? Dann wusste ich, okay, das ist eigentlich alles in Ordnung, das wird irgendwas sein. Da ist schon ein Problem da, aber jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie stehen bleibe den nächsten Tag oder so, ne? Und von daher war für mich alles cool eigentlich. Ja, das war dann in Ordnung, ja. Du sagst, viele Begegnungen haben sich auch dadurch ergeben, dass du von deinen Reisen postest, dass Leute deine Videos sehen. Du machst das Ganze in Englisch, das heißt also auch Ja. unterwegs, viele Menschen international können das verstehen. Ich spreche sprechen den dich ganzen auch Tag an? Englisch auch, ne? Also Ja. von daher, meine Freundin ist Neuseeländerin. Wenn ich reise, spreche ich Ja. Englisch. Ja. Das war für mich eigentlich ein No-Brainer. Das war klar, dass ich das auf Englisch mache. Das stand nie zur Debatte. So, ne? Das war Ja. immer klar. Was für Begegnungen haben sich denn daraus ergeben auf deiner Reise bisher? Na, zum Beispiel, wo ich bin auf meiner Skandinavien-Reise, bin ich mit der Fähre in Schweden gelandet. Bin gefahren und habe, bevor ich auf dem ersten Campplatz gelandet bin, hatte ich direkt einen platten Reifen hinten. So. Ich dachte, oh, was ist denn jetzt? Kann nicht wahr sein. Und habe auch geguckt, habe drüber geguckt und habe aber von außen nichts gefunden. So, es war nichts drin im Reifen. Ne? Es war nichts drin und war für mich klar, okay, Mist, da ist der Schlauch kaputt. Ich habe keinen Schlauch dabei. Ich brauche jetzt gar nicht anfangen, irgendwie versuchen, das zu flicken. Da ist sicher das Ventil am Ventil gerissen irgendwie. Das kann ich vergessen mit Flicken. So, ne? Ich ADAC gerufen, alles easy. Ne? Die war natürlich, kann ich nur jedem empfehlen. ADAC Premium Plus, Hammer einfach. Ne? Also die kommen direkt, die buchen dir das Hotel direkt, das 3 Tage gratis Hotel. Also in Da Schweden denkst- war das, sagtest du? Das war in Schweden, ja. Ja, Da denkst du gar nicht weil drüber nach. Ich höre Ja. auch von anderen Leuten, also wenn das jetzt jenseits von Europa ist, dann gibt es schon Schwierigkeiten. Na, dann brauchst du Ich denk mal, diesen internationalen Schutzbrief, den habe Ja. ich aber auch. Jedenfalls, aber das muss ich dann noch rausfinden, wie das dann sich in Afrika verhält, so zum Beispiel. also was ich jedenfalls war das- gehört aber hab, es war- Afrika aber ist, um- da hilft dir kein ADAC und nix, sondern da musst du selber irgendwie gucken. Da musst du gucken. Aber das war hier, in gewisser Weise war das auch so, da das natürlich auch an einem Freitagabend passiert ist und dann das ganze Wochenende natürlich alles zu hatte. So, ne, ist ja klar. sowas Dann haben wir das passiert immer Ding, freitagsabends. Ja. ja, voll krass, einfach das Ding zur Werkstatt geschleppt, so, ne? Und ja, da stand die dann, ich zum Hotel. Ich so, okay, was mache ich? Okay, ich mache jetzt einfach erstmal das Video fertig, so, ne? Und dann veröffentliche ich jetzt. Das Video veröffentlicht. Eine Stunde später kriege ich die erste Nachricht, hey, ich bin hier gerade, ne, ich bin 1 Stunde oder 2 Stunden von dir entfernt, so, mein Laden hier hat offen, mein Motorradladen, ich gehe da jetzt hin, hol dir einen Schlauch und dann komme ich zu dir gefahren. So was? Okay, ja, okay, mach. Und dann schreibt derselbe Zuschauer schreibt mir dann, ja, und mir hat der Verkäufer gesagt, da war gerade schon jemand anders bei ihm, hat einen Schlauch gekauft. So. Und ich so, okay, mich hat keiner weiter angeschrieben. Ne? Dann ist ein zweiter Zuschauer losgefahren, einfach so, ohne mich zu vorher zu konzentrieren. Einfach so, Ja. hatte seine ganze Familie eingepackt und sind dann alle da in den Ort gekommen, wo ich war. Habe ich, 2 Zuschauer unabhängig voneinander sind dann gekommen mit dem Schlauch. Und dann haben wir dann zusammen, direkt vor der Werkstatt, haben wir dann zusammen den Schlauch gewechselt. Und ich habe super nette Leute kennengelernt. Ne? Das war für mich eine absolute, da war für mich so das erste Mal, okay, wow, du bist nicht allein, egal wo du bist. So, ne? Dadurch, dass du das so machst, wie du es halt machst jetzt mit den Videos in Echtzeit, du bist nicht allein unterwegs. So. Und das ist natürlich, für den Kopf ist das natürlich absolut großartig, ne? Zu wissen, okay, du kannst auch um Hilfe bitten. So. Das muss man natürlich auch erstmal lernen. So. Das habe ich zum Glück schon vor einer ganzen Weile gelernt, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten, Hilfe anzunehmen. So, ne? Also das ist auch, Lektion. das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Lektion, gerade wenn du auf eine große, lange Reise gehen willst, egal wo das hingeht. Ne? Wenn du nicht um Hilfe bitten kannst, so, oder wenn das komisch für dich ist, dann musst du das auf jeden Fall lernen. So, weil du wirst immer irgendwann Hilfe brauchen, immer. So, da kommst du gar nicht drum rum. So, ja? Und das ist voll okay. Du kannst um Hilfe fragen. So.
rein psychologisch gesehen tust du sogar dem dir gegenüber einen Gefallen damit, wenn du ihm Hilfe bittest, weil psychologisch gesehen wird für den das Belohnungssystem aktiviert und er fühlt sich sogar noch viel besser als du danach. Ja, stimmt. So. Ich kenne das ja Ja, umgekehrt auch. Also wenn ja, irgendwo ein ja, Straßenrand ein Motorradfahrer hält oder so und ich helfen kann, also jetzt nicht nur ja, Motorradfahren, sondern auch bei anderen Situationen, ist auch cool, irgendwie Menschen, ja, absolut. gerade auch Menschen Absolut, unterwegs geht auf mir der auch so. Reise zu helfen zu können. Ja. Ja, wenn ich jemandem helfen kann, dann fühle ich mich auch jedes Mal super gut danach. Ne? Also, und ja, das ist gerade als Motorradreisender, das ist super wichtig. So, ne? Und das ist auch egal, ob man jetzt einen YouTube-Kanal hat oder nicht so. Als Motorradreisender fällt es einem, ne, habe ich so die Erfahrung gemacht, ist es auch leichter, weil wenn Leute dich sehen mit viel Gepäck auf dem Motorrad und du bist alleine, Mhm. dann kommen die schon von ganz alleine an so, ne, und fragen, ob sie dir helfen können oder ne, ist alles okay, ne, sobald du irgendwo stehst. So. Und ich stehe ja oft irgendwo, durch diese ganze Filmerei-Sache, stehe ich ja auch oft. Ne? Nicht, weil irgendwas ist, sondern weil ich eine Kamera aufbaue Ah, oder weil ich und eine Drohne dann kommen die fliege. Leute Oder und fragen, ob sie dir helfen können oder ob du ein Problem hast, weil ja, da mit dem klar. Motorrad stehst und irgendwas macht, was Ja, erstmal ja, nicht so klar. ersichtlich ist. Wenn, Das, ja. wenn Biker vorbeifahren, die fragen dann Mhm. immer, hey, alles Schön. klar, alles okay mit dir? So. Ja. Ja, klar, Ja, definitiv, ja. ich sehe im Chat gibt es auch so die ersten Fragen. Ich schreibe mir das Mhm. auf, weil es teilweise Fragen wiederum zum Elektromotorrad sind. Also von daher werde Ja, ich da später darauf zurückkommen. Aber ne, wenn ihr zwischendurch Fragen absolut. habt, schreibt es in den Chat. Ich habe es Ja. im Blick. Und einige Seitengespräche gibt es da auch. Und Lirian Luther schreibt: Vielen Dank für diesen Podcast, Paul. Grüß Marc von mir. Ja, mache ich gern, aber ich heiße nicht Paul. Ja, Grüße zurück. Du hattest gerade erzählt von den vielen Begegnungen. Bist auch mal eingeladen worden? äh, also jetzt ja, jetzt wäre ich viel eingeladen, aber vorher nicht wirklich so, ne? Also nicht, dass ich mich jetzt erinnere so, aber gut, ich war jetzt auch immer nirgendwo, wo es kein Hotel oder Camping, also ich habe schon immer auch was gefunden zum Schlafen oder zum Übernachten oder irgendwas, ne? Also ja, nee, so war das also vorher noch nicht so. Jetzt ja, jetzt jeden Tag so jetzt, aber über YouTube halt, ne? Mhm. Und ne, falls irgendwer zuschaut, so, da freue ich mich auch super drüber. So. Ich kann das halt nicht alles wahrnehmen, das geht nicht. So, da, selbst wenn ich in der Nähe bin, selbst wenn ich weiß, dass ich da in der Nähe von dem Zuschauer bin, ich kann es nicht machen. So, ich kann das mal machen und dann ist es auch cool, aber ansonsten ich schaffe sonst mein Pensum nicht. So. Also nicht Mhm. mein Pensum von Strecke oder was auch immer, sondern einfach mein Arbeitspensum, was ich mir selber auferlege, so, was ich selber Mhm. gerne machen würde. Weil für mich ist ganz wichtig, dass jeder Tag auch nach einem Tag dann abgeschlossen ist. Für mich so, ne? Dass ich dann am nächsten Morgen das Video hochlade und dann ist für mich, dann werden alle Kameras, alle Karten werden formatiert und dann geht der neue Tag los. So, ne? Und das ist für mich super wichtig, den Abschluss zu haben, immer jeden Tag oder Mhm. zumindest jeden Reisetag. Ne? Manchmal nehme ich halt, wie gesagt, einen Tag off, wenn ich dann sage, okay, ich muss jetzt echt schlafen. Ne? Äh, aber selbst dann filme ich ja an dem Tag nicht, dann ist es ja wie ein Tag, der nicht passiert, ne? Online. Äh, und ja, und dann geht es nächsten Tag los, weiter. Ja. Mhm. Du bist also von dieser Reise ans Nordkap durch Skandinavien auch wieder zurückgekehrt. Ja, ja. Hattest wieder dieselben Probleme, also zumindest diese Geräusche an dem Motor. Ja. Wie war das? Ist an der Stelle sozusagen dein Vertrauen in die Maschine, die Honda Dominator, zu Ende gewesen? Nö, das nicht, weil ich wusste ja, okay, das kann schon repariert werden so und das ist alles nicht so das Problem. Für mich war es so, ich habe schon seit 3 Jahren den Traum gehabt auf Elektromotorrad, ne, seitdem ich war schon immer ein großer Fan von Long Way Round, ne, das habe ich schon als Teenager, wo das rauskam, ne, mit Ewan und Charlie McGregor, Ja, Ewan McGregor und Charlie Borman. ja. Das war für mich so, das habe ich als Kind geguckt, immer wenn es kam und das ist für mich bis heute noch die größte Inspiration überhaupt, ne, als Reisender und auch was Filme machen angeht, so, Reisefilme machen. Motorradfilme machen. Äh, und als die dann 2019 das mit dem Elektromotor das gemacht haben, das war für mich wie, oh krass, das ist absolut. Ne? Also klar, ich muss mir auch immer viel, wenn ich das öffentlich sage, dass es so ist, dann ist so, oh ja, das war ja voll die Verarsche, bla bla bla, und mit Generator, bla bla bla.
ist mir alles bewusst so, ne? Und ich weiß, dass es eine Hollywood-Produktion ist und das ist auch alles in Ordnung so, ne? Das war für mich dennoch eine riesen Inspiration so, ne? Und ich gucke es mir auch heute, ich gucke mir vor jeder Reise, gucke ich mir Long Way Round, Long Way Down und Long Way Up an. Vor jeder Reise, die ich mache, so, ne? Weil ich einfach, Ist das so ein weil es für mich Ritual? das ist für mich eine riesen Inspiration, so, ne? Ja, ja. Und ja, seit dem Moment war für mich klar, okay, ich will auf jeden Fall ein elektrisches Motorrad haben. So, das ist für mich. Und dann bin ich nach Hause gekommen aus Skandinavien und dann war halt so das Ding, okay, was machst du jetzt so? Steckst du jetzt nochmal Kohle rein in die Karre oder erfüllst du jetzt deinen Traum? So. Ja, da habe ich nicht so lange drüber überlegt. Dann. So, weil Okay, es ist dein auch so, dass. Traum. Ja. Beschreib mal, was ist jetzt genau dein Traum, dein Plan, deine Idee, mit der du jetzt unterwegs bist? Die Idee ist einfach nur, also, A, gibt es keinen wirklichen Plan, so, hatte ich noch nie. So. Ich hatte noch nie einen Plan. Ich wusste immer eine ungefähre Richtung, wo ich hin will. So. Das war auch mit meinem Skandinavien-Trip so. Da wusste ich, okay, ich will nach Norwegen. So. Dann habe ich das erste Video gemacht und so, okay, jetzt brauche ich aber auch irgendwie, wo will ich denn eigentlich hin? So, was ist denn eigentlich mein Ziel? So okay, Nordkap. Das haben mir viele gesagt, musst du nicht zum Nordkap? Okay, ich fahr zum Nordkap. So, habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ich wollte einfach nur losfahren. So, ich wollte einfach nur fahren. So, und das ist jetzt eigentlich genau dasselbe Ding. Bloß, dass ich es mit einem elektrischen Motorrad mache. So, ne? Auf Weltreise gehen, das war für mich schon seit langem klar, dass ich das machen will. Und jetzt war dann halt nur das Ding, okay, jetzt mache ich es auch im elektrischen Motorrad, weil das ist jetzt für mich eine richtige Herausforderung. So. Und das ist jetzt was, okay, das hat jetzt tatsächlich noch keiner gemacht. So, also in so einem Ausmaß und auch ganz alleine. Und also ganz alleine, da muss ich dann vielleicht später auch noch was dazu sagen. Also wenn wir dann, wenn wir dann endlich da angekommen sind, ich weiß noch nicht, Nee, wo, aber da sind wir jetzt. ja, Also ja, du ja, hast alles dir in, jetzt ein ja, elektrisches Motorrad, die ja, Zero SR, zugelegt. Du hast sie ja, selber bezahlt, hast gerade gesagt, ne, das ist ja, kein ja. Sponsoring etc. Das ist auch ein Also ich gebrauchtes muss dazu Motorrad. sagen, ich hätte es gerne gehabt, so, ne? Also ich Ja, habe es versucht, ne? Also ja. ich hab so ziemlich jede Firma angeschrieben, die elektrische Motorräder produzieren, ne? Und habe es Hm. versucht. Äh, bei Zero war es so, die haben mir auch wenigstens geantwortet, das war schon mal cool, so, ne? Waren im Gespräch und allem drum und dran. Und ja, also die haben halt nur, ne, kein Interesse gehabt, mir, also ne, ich habe sie jetzt auch nicht unbedingt nach einem Bike gefragt im ersten. Ich habe einfach nur gefragt, ob sie da Interesse haben an dieser Idee um die Welt mit dem Motorrad. Ne? Ja. Da kam aber dann halt, ne, also klar, die sind davon ausgegangen, dass ich direkt ein Motorrad haben will. Wollte ich ja auch, richtig, wollte ich auch haben. Äh, hätte aber auch kein Problem gehabt mit einem irgendwie Special Deal oder so oder einem guten Discount oder irgendwas. Ne? Aber da kam gar nichts in der Richtung. So, Hm. eigentlich haben sie mir gar nichts angeboten, außer na, wenn du mal irgendwann ein Problem hast, kannst du uns gerne anschreiben oder so. Ne? Ja, okay, kann ich ja dann machen. So, ne? Äh, da war das für mich eigentlich gegessen. So, ne? Da wusste ich, okay, mache ich selber so. Ne? Und warum es eine Zero geworden ist, war eigentlich auch nur der Grund, weil die waren für mich verfügbar und auch in einem finanziellen Rahmen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht völlig absurd. Ne? Also für so ein, klar, ich hätte auch eine Energica oder eine Livewire, ne, was Ewan und Charlie hatten. Aber gut, also 30.000 Euro, weiß ich nicht, da habe ich auch gebraucht nicht viel günstigere Sachen gefunden. So, ne? Und Hm. das wäre einfach nicht machbar gewesen. So, ne? Das wäre einfach absolut, das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. So, ne? Und die Zero war für mich halt verfügbar. Und für mich war wichtig, dass ich habe ein anderes Modell Test gefahren. Und das war auch cool. Aber für mich war wichtig, dass auch so ein Schnelllader mit dabei ist. Dass ich auch so, wie es jetzt halt auch ist, ne, auch mitten am Tag auch einfach mal in einer Stunde die Karre so einigermaßen vollladen kann. So, ne? Nur deswegen ist es das Motorrad geworden eigentlich. Eigentlich nur, weil es zur Verfügung war. Sofort. Ja, So. genau. Es gibt Ich, wenige ich, ich wollte nicht Elektromotorräder auf dem warten. Ich wollte Gebrauchtmarkt einfach und nicht wenn, dann warten. sind es Ja. oft die Zeros. Ne? Ja. Ich hatte keine Lust auf Mhm. ewig warten oder irgendwas so, ne? Ja. Und dann ist es halt, ich habe das auch nie vorher Test gefahren oder irgendwas, ne? Ich habe es
gesehen, ey, auf eBay Kleinanzeigen, ne, falls irgendwer ist, das wissen wir, wo es her, eBay Kleinanzeigen und Ja. hat es irgendein Händler von irgendeinem Kunden halt, im Kundenauftrag reingestellt. Und ich so, ja, gefunden, okay, ja, Preis, okay, hat gepasst, so, ist halt das, was ich haben möchte. Okay, angerufen, eine Woche drauf runtergefahren mit dem Zug, auf die Karre gestiegen, hochgefahren nach Berlin, 600 Kilometer auf dem Zack. E-Motorrad. Ja? Und die haben auch, ne, ja, bist du dir sicher, dass du da mit hochfahren willst? So, ja, du musst ja schon zwischendurch laden und so. Ja, das ist mir auch klar. Ne? Ja, und es hat funktioniert direkt so. Ne? Also, das war dann halt auch ohne Gepäck. Ne? Das spielt natürlich alles eine Rolle. Das ging recht gut direkt. Kein Gepäck und da bin ich dann auch auf der Autobahn hochgeballert. So. Autobahn hast du natürlich super Reichweiten. Ne? Das ist, muss nicht, also wenn du hinterm Truck hinterher fährst. So, ne? Ah ja, wenn du diesen Windeffekt, wie nennt sich Ja, das? also weil du, ey, Ja. der Windwiderstand ist alles. Ja, Das heißt, ist, wenn du im das ist Windschatten, alles. genau, das war das Wort, im Windschatten Wenn- eines wenn- LKWs am besten fährst, dann kannst du deutlich Wenn- weniger verbrauchen. Dann kommst du doppelt so weit. Dann kommst du Ja. locker doppelt so weit. Das ist Wahnsinn, was Windwiderstand einfach. Ne, dann versteht man erstmal so, warum Autos in den Windkanal gehen oder warum es sowas überhaupt gibt. So, ne? Weil das einfach absolut elementar für alles ist. So. Das ist so krass. Ja, es gibt ja Sonst auch würde Fahrradfahrer, die im Windschatten von LKWs fahren. Das ist eigentlich so etwas Ja. gefährlich. aber- Ey, ist auch als Motorradfahrer nicht ungefährlich, ne? Also man muss schon echt auch nicht, man darf jetzt nicht zu nah dran fahren oder irgendwas. Ja. Das ist natürlich, ne, beim Trucks, ne, deren Bremsen sind auch nicht so wie deine im Motorrad, also du kannst schon immer gut reagieren, so, ne? Aber du musst ja, schnell reagieren, ne? ja, aber du hast halt, du musst halt nicht so viel laden. Also das ist natürlich super boring, wenn du das machst. So. Aber Autobahn ist für mich, also so, wenn ich Autobahn fahren muss, ist so oder so doof. Ne? Also gerade wenn du jetzt kein Touring-Bike hast, wenn du so ein Naked-Bike hast, ist es sowieso voll super ätzend. So, ne? Wenn du dann, Genau, weil dein Bike ist eben halt so ein Naked Bike, das hat keine große Ja. Scheibe, das ist jetzt nicht Ja. so darauf ausgelegt, irgendwie Ja. Offroad zu fahren, sondern das ist eigentlich ein normales Straßenbike, würde ich sagen. ganz ne? normales Streetbike, ja. Ja. Und ist auch sehr klein und da kriege ich auch sehr viele Nachrichten und Fragen und oh, wie sitzt sich das denn und geht das überhaupt? Kannst du denn überhaupt damit lange fahren? Und ja, da kann ich auch nur immer wieder sagen, was ich immer schon gesagt habe, du kannst mit jedem Motorrad lange fahren, du musst dich halt nur dran gewöhnen. So, ne? Das ist alles eine Gewöhnungssache. Klar waren die ersten Tage total beschissen. So. Das war natürlich, da tat mir alles weh, da tat mir der Rücken weh, da taten mir die Arme weh, da tat mir alles weh, sind mir die Hände eingeschlafen, da war alles doof. Also, wo ich die ersten, ich habe auch am Anfang nicht für YouTube gefilmt, so meine ersten Testfahrten so, weil ich die Serie wirklich erst starten wollte, wenn ich auch wirklich starte. So. Weil ich wollte kein Video mit, also kein Review irgendwas Video machen, das ist einfach nicht mein Ding, das mag ich nicht. Jedenfalls, das war schon alles da. Und jetzt auch auf dem Trip und mit dem Rucksack und allem drum und dran, das war am Anfang, das war hart so, ne? Aber es kommt immer ein gewisser Punkt. Das war auch mit der Honda, ist mit der Honda auch so, genauso gewesen. Ja? Es gibt immer einen Punkt, da bist du dran gewöhnt, da hat sich dein Körper dran gewöhnt, die Muskeln haben sich dran gewöhnt und dann ist es für dich völlig normal so. Und dann tut dir nichts mehr weh, dir tut auch der Arsch nicht mehr weh nach einer Weile. So, weil einfach dran gewöhnt. Kommt da auch noch dazu, dass ich ja auch nicht wie, ne, vergessen auch viele Leute, ich bin ja kein normaler Biker. So. Es ist ja nicht so, dass ich mich morgens aufs Bike setze, kurz mal mittags mache und dann abends runtergehe vom Motorrad. So, das ist ja bei mir nicht so. Ich stecke ja alle halbe Stunde vom Motorrad ab, weil ich filme. So, ne? Also für mich ist das ja, ne, ich bin ja immer nur auf und ab. Und dafür ist das Motorrad sogar jetzt noch viel besser, weil es nicht so hoch ist. Stell dir vor, ne, bei der Honda oder bei Leicht irgendwelchen auf und hohen absteigen, ja. und du musst ständig auf und absteigen. Das merkst du dann schon. Und den Unterschied merke ich voll krass. Das ist voll angenehm. Du musst es ja nicht mehr an- oder ausmachen, das Motorrad. Jetzt kommt aber die Frage, die Ja. natürlich wahrscheinlich dir am meisten gestellt wird. Wie ist es mit der Reichweite von deinem Moped? Wie weit kommst du damit? Ja, das ist natürlich absolut unterschiedlich das hängt von so vielen Sachen immer ab. So, ne? Also, ja, aber klar, um das jetzt mal generell zu sagen, das, was so der Hersteller sagt, das ist natürlich Quatsch alles. So, ne? Das ist natürlich, diese Reichweiten, die sind irgendwie, weiß nicht, wie die zusammenbauen, keine Laborwerte Ahnung. Wahrscheinlich, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch jedem klar, dass das so nicht ist. So, ne?
vorhin hatte ich schon mit Autobahn erwähnt, wenn du auf der Autobahn fährst, hinterm LKW, kommst du locker 200 Kilometer. Kein Problem, überhaupt nicht. Ähm, Normal, wenn so wie ich jetzt fahre, Landstraße und ich bin eh nie schnell gefahren. Ne? Mit der Honda bin ich nicht schnell gefahren. Jetzt fahre ich nicht schnell, jetzt fahre ich immer so. Ne? 80, 90. Bin kein Schnellfahrer, war ich nie. Ne? Und deswegen kommen bei mir die Reichweiten auch immer wirklich hin mit, ja, so 140 Kilometer, würde ich mal sagen. So richtig kann ich es nicht mal sagen, weil ich die Karre ja nie wirklich richtig leer fahre. So. Also ich kann es nicht mal richtig erklären. So, ne? Also ich kann dann zwar sagen, was dann noch auf dem Display steht mit Reichweite und das ist aber, habe ich jetzt neulich rausgefunden, ist alles irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Weil das ändert sich ja auch je nach Fahrweise immer direkt so. Ne? Also das ist wirklich schwer zu sagen so. Also ich habe die Karre noch nie leer gefahren und habe aber wirklich schon immer auch, habe immer so um die 100, also ich sag mal so, zwischen 100 und 120 suche ich mir immer schon irgendwas. So, ne? Okay, Weil also das ist ja etwas. Alle 100 bis da, 120 Kilometer da, suchst du da dir suche etwas, da wo suche ich du mir was, aufladen weil kannst. genau, dann habe ich immer noch einen schönen Buffer. So, na, dann weiß ich, okay, wenn da jetzt die Ladesäule nicht Genau, funktioniert, weil dann das gibt fahre ja ich. auch Ladesäulen, du fährst hin und die Ja, ist kaputt. Ja, dann ja, musst oder du halt geht noch ein nicht, bisschen ja, wegen Reserve haben, irgendeinem um zur Grund. nächsten zu fahren. Genau, diesen Buffer, den behalte ich mir schon immer so. Ne? Also das wäre, alles andere wäre auch ein bisschen, wäre einfach ein bisschen unvernünftig so, ne? Wenn man das so drauf anlegt. So. Nur um jetzt mal zu beweisen, das ist die Reichweite. So. Das interessiert mich alles nicht. So, ich muss ja Der, keinem was beweisen. So, ne? ja, ja. Der Christoph Neumann fragt, ist es denn einfach überhaupt Ladesäulen zu finden? Ja, super einfach. Also zumindest in Deutschland, also da, wo ich jetzt überall war, Deutschland, Niederlande und jetzt auch hier in England, Großbritannien, ist super einfach so. Hm. Also ist überall, also mittlerweile sind die überall. Wirklich, wirklich. Das Problem ist einfach nur, und das habe ich auch im Video schon mal erklärt, dass irgendwie jede Ladesäule irgendwie unterschiedliche Anbieter hat und dass man Ja. dann immer eine unterschiedliche App braucht. Dann, ne, manche nehmen dann nur irgendwie ihre eigene Karte. Ne. Speziell, ganz bescheuert sind natürlich die ne, Ölproduzenten aufbauen. Ne. Die sind ganz bescheuert natürlich. Ne. Die wollen das wahrscheinlich so unangenehm wie möglich machen. Also bei Shell war es sogar so, dass Shell das bei Google Maps drin hat. Ne, also Shell stellt auch welche hin Ja. und das steht bei Google Maps drinne, Ladesäule. Das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen und ich bin hingefahren und da war gar keine da. So, dann bin ich da reingegangen. Ne, wir haben hier keine, das gibt's hier nicht. So was? Okay, warum ist das Okay. dann da drin? Na, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es auch hier in England gibt's eine App, ne, und du siehst die Ladesäulen überall. Und auch in Schottland, wo ich jetzt bin, da ist sogar, siehst du die bei Google. Ne, so mache ich es eigentlich meistens. Ich habe meine Route bei Google dann, je nachdem, wo ich dann gerade hin will. Äh, und dann fahre ich und dann irgendwann gebe ich dann ein, so Suche am Weg, ne, Search along the way nach Typ 2 Ladesäulen und dann poppen die überall auf. Und dann brauche ich einfach nur aussuchen, da fahre ich hin. Da. Es ist wirklich, es Hm. ist super einfach. Also hier, das wusste ich aber vorher, hier in Europa, Westeuropa ist das alles überhaupt kein Stress. So, ne? Okay. Da braucht Ich man habe auch auch schon kein, ein Interview ja. mit Sebastian Göss gemacht, der auch ausführlich beschrieben hat. Der ist einmal quer durch Europa mit einem Elektromotorrad Ah, gefahren und geil. hat Ja. auch diese Geschichte erzählt mit den verschiedenen Apps und den verschiedenen Ja, ja, Systemen und wie super er sich da nervig. durchgequält hat, auch mit einer Zero. Ja. Aber letztendlich geht es. Wahrscheinlich kommt die Herausforderung erst jenseits von Europa. Ja, absolut. Das wird dann die richtig krasse Herausforderung. So. Ja. Deswegen bringe ich natürlich auch immer, hat man auch in den Videos schon gesehen, habe meinen portablen Wall-Charger quasi mit, so, wo ich in jede Steckdose rein kann. Mhm. Und der lädt dann auch mit bis zu 3 kW, was wirklich gut ist. So, ne? Also da ist dann die Karre auch nach ein paar Stunden voll. So, einfach normal. Also das ist jetzt halt auch wieder so eine Sache. Jetzt bin ich noch in Europa. Jetzt weiß ich, okay, jetzt kommt aus jeder Steckdose auch was raus. So, ne? Das ist mir auch bewusst so. Ja, hier weiß ich das. Aber woanders weiß ich nicht, aber deswegen ist es ja auch ein Abenteuer. So, ne? Deswegen muss man ja auch gucken. Äh, Deswegen macht man das ja auch so Sachen. So, ne? Also ich mache nur, das ist halt so das Ding auch so. Ne? Also klar,
hab ich noch nie und also muss ich auch nicht unbedingt machen. Ich habe jetzt noch nie irgendwelche extremen Offroad-Sachen oder Extrem-Sachen gemacht. So, ne? Also ich war immer, wie jeder normale Motorradfahrer plane ich meine Routen, fahre ich meine Strecken so, ne? Ich mache jetzt nichts irgendwie, ne? So wie Charlie Sinevan oder Norali, ne? Die dann halt wirklich extrem Offroad suchen und dieses extrem abgeschiedene suchen. Das suche ich gar nicht so. Das ist für mich gar nicht so spannend. So, für mich ist es eigentlich auch super interessant, Städte zu sehen und Leute zu sehen, Dörfer. So wie hier, so wie jetzt in England, das ist für mich das absolut Schönste, durch die Dörfer zu fahren. Und in Schottland, weil das ja immer so schön ist. Ne? Mir hat es schon immer sehr gefallen in England, wie die Art, wie die Häuser gebaut sind. Und ne, es sieht einfach für mich, in meinen Augen sieht es einfach schön Ja, aus. So, ne? das hat was. Aber gibt es Und denn auch in diesen kleinen Dörfern auch Ladestationen? ja, auch in Ja, kleinen Dörfern, so, okay. na klar, auch nicht in jedem Dorf, aber auch da wird es wahrscheinlich auch immer mehr. Ich denke mal, es wird mit jedem Jahr immer sich krass erweitern. So, ne? Mhm. Also Ist es dir denke denn ich mal. bisher schon mal passiert, dass du nicht mehr keine Ladestation erreicht hast und dann auf Nee. 220 Volt Steckdose musstest? Nee. Nee, ungeplant noch nicht. Nee. Also Mhm. klar, im Campingplätzen mache ich es so halt. Oder Hotels frage ich dann immer. Pensionen frage ich halt, ey, kann ich meine Achso, ja Karre klar, wenn du laden? da über Nacht stehst, wäre es ja dumm, Ja, nicht ja, die Zeit zu ja. nutzen und da Na, mit deswegen habe ich es auch 220 mit, Volt. so dass ich dann Ja, nachts auf jeden Fall laden kann und dann früh ja, mit 100% einfach starten kann. ja. So in größeren Städten, so wie hier, ich bin jetzt hier, ich habe die Karre mit 55% abgestellt hier in Edinburgh. Gestern hatten wir unseren Day off, aber ich habe die bis jetzt noch nicht geladen. Morgen fahren wir weiter. Dann werde ich dann halt morgens halt einfach noch mal eine halbe Stunde irgendwo hinfahren, die mal dranhängen, frühstücken und dann los. Dann fahren wir los. So, ne? Weil meine Freundin wird jetzt mitkommen für ein paar Tage mit einem Mhm. Leihwagen. Ah, Das wird übrigens auch auf der Welt, also ne, auf der großen Tour auch so sein, dass sie auch mit dabei sein wird. So. aha. Genau, weil wir haben auch speziell dafür, für die Weltreise, haben wir einen Jeep gekauft. So einen Mhm. Suzuki Jimny, ja. Ah, Und okay. Aber mit dem genau, ihr wart doch schon mal mit dem Jimny unterwegs, genau. ne? Achso, Genau, den da haben habt ihr wir jetzt noch. so Testcamping gemacht. Ja, Und, ne, ja, ja. und Okay. Den haben wir nicht ohne Grund gekauft. So, ne? Das war schon, Genau. das Der, ist der ja Paul alles schon hatte auch gerade ein schon bisschen im länger Chat in Planung. nachgefragt, was ist mit dem Jimny? Also der hat jetzt schon eine Aufgabe. Ja, ja, der ist da und Okay. das ist das absolut, das Auto, ich liebe das Auto, ne? Und Marie auch, meine Freundin, das ist Ja. das absolut coolste Auto überhaupt. Da haben wir auch so einen super Deal gekriegt. Das ist einfach, weil der war schon umgebaut von irgendeinem Förster wahrscheinlich oder so. Der hatte jetzt schon dieses Roof Rack gehabt mit den Scheinwerfern und so. Super teuer, super teures Zeug, alles im ersten Jahr alt, ne? Voll krass, der Händler ist die Karre nicht losgeworden, weil die nur zwei Sitze hat. Äh, und da haben wir einen super Deal mit dem Ding gekriegt. Jedenfalls haben wir da ein Dachzelt draufgebaut. Ja, und da werden wir zu zweit losfahren. Marie, meine Freundin, wird das Auto fahren Mhm. und ich werde das Motorrad fahren. So, Also die, ne? die ganze Reise, die ganze Weltreise wollt ihr jetzt so machen. Mit Auto und Motorrad. Ja, ja. Früher hätte man jetzt wieder rumgelästert und gesagt, ach ja, ist ja Begleitfahrzeug, da ist ja ganz viel Benzin an Bord, aber Ja, aber ja, ist aber ja das nützt ja nichts. aber Also, warum auch nicht? So wäre ja. total, ne, also A will ich sie mit dabei haben, so, das war für Mhm. mich schon immer, das ist für mich immer Ja. am schönsten, wenn sie mit war. Und wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ne, ich muss es nicht zu extrem. Ich bin auch kein Lone Ranger. Ich muss Mhm. es nicht. Ne? Ich muss es nicht. Ich bin Aber jetzt. mit dem Benzin meinte ich jetzt, das nützt ja Ach dir so, nichts, ne? nee. Oder gibt es dann irgendwie einen Ersatzakku an Bord des Jimnys, der das Motorrad aufladen kann? Geht das überhaupt? Ich habe schon drüber nachgedacht halt. Ne? Da gibt es ja diese Jackery oder diese EcoFlow-Boxen, diese großen Batteries. Ne? Aha. Aber das bringt nichts. Ich glaube, das wäre dann eine Kilowattstunde so. Ne? Und das bringt mich, ne? Eine Kilowattstunde bringt mich vielleicht 10 Kilometer oder so. Ne? Oh. Äh, Und Eigentlich ein macht es keinen Jimny Sinn. So. ist ja auch so klein, da kannst du das Motorrad auch nicht hinten drauf stellen und dann Na, so ne, weiterfahren, ne? Geht wir gar werden nicht. Das gerade ist so so ein unser kleines ganzes Auto. Zeug, wir werden gerade so unser ganzes Zeug mit wegkriegen. Ich musste trotzdem Oh, ja, ja, also okay. das ist ja wirklich ein kleines Auto, so, ne? Das geht halt nur darum, weil sie fährt kein Motorrad Mhm. und, und so haben wir halt gleich auch immer quasi unser Zuhause mit dabei, so, ne? Ah, okay, Darum ist dann geht das es halt Dachzelt. so. Ja. Und das ist dann halt auch so, dann
ne, es macht schon einfach Sinn, ein Begleitfahrzeug dabei zu haben, so, ne? Also schon allein, wenn irgendwas ist, so, ne, dann, ich will mich ja auch nicht irgendwie unnötig in Gefahr begeben, so. Wie gesagt, das ist nicht mein Ding, so. Ich bin kein Extremist. Ich bin zwar auch extrem in so, wie ich meine Videos und so, wie ich das Ganze produziere. Das ist Guck mal, dein extrem. Produzieren finde ich schon extrem. Das ist schon sehr extrem so, aber da muss ich mich nicht selber auch noch ständig irgendwie in Gefahr oder in irgendwie, das ist nicht mein Ding irgendwie so, ne? Und weil dann auch, ne, bekomme ich auch auf, ja, und mit so einem Elektromotor, da musst du ja dann auch immer in der Zivilisation irgendwo sein. Ja, bitte, will ich auch. So, ich will auch so, ne, ich will abends auch irgendwo in der Zivilisation, das wäre schon super, wenn ich da dann auch wieder ankomme, so, ne, weil mir das auch wichtig ist. Ich bin ein Mensch ist gern unter anderen Menschen, so, ne, wenn ein Mensch schläft nicht gern alleine, so, ne? So, das ist nicht einfach eine tolle Sache, so, ne? Ja, gut, Ich muss auch, solche gibt es auch, aber das ist halt nicht so dein Style, weil ja Get Up klar, and das Ride gibt, ja, hat auch gefragt hier, wieso ignorierst du die Hater nicht einfach, sondern ja, regst dich super. auf, ist doch geil, Ist was du natürlich, tust. ja, ist natürlich super leicht gesagt, so, ne? Also, wenn man das nicht selber macht, so. Aber das Ding ist halt so, ne? Du machst so eine Sache, du produzierst Filme, das ist ja mein Baby, das ist ja mein Projekt, so, ne? Das ist ja wie, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so, ne? Ich stecke da so viel Arbeit rein, so viel Herzblut, so viel Energie, ne? Dass wenn dann Leute einfach so, ohne nachzudenken, mir irgendwelchen Scheiß auf, ne? Also ich habe es neulich jetzt mal erklärt im Video, so wie, komm dann zu mir ins Haus, nur um mir zu sagen, dass das, was ich mache, doof ist. So. So, stell dir das vor, ich komme jetzt zu dir ins Haus, mach die Tür zu deiner Garage auf, oh, dein Motorrad ist scheiße. So. So. Einfach so. Oh, du kennst mich nicht. So. Ja. Du weißt nicht, wer ich bin. So. Würdest du mich überhaupt reinlassen? Nee, Nö. du wirst mich nicht mal reinlassen. So, und so sehe ich das halt. Ne, ich baue mir das auf, so mein Haus, so, ne, hab da meine Freunde drin. Ne, weil, ne, das sind meine Abonnenten. Ne, ich habe auch bis jetzt eigentlich, lese ich eigentlich auch jede Kommentare, ne, und freue mich auch über jeden schönen, positiven Kommentar. Ne, und gerade kenne und die Leute, die sowieso immer regelmäßig kommentieren, die kenne ich dann sowieso von den Namen her so, ne, und freue mich dann auch immer. Und aber ja, wenn dann irgendwelche Idioten, mit denen würde ich mich, ne, von denen würde ich mir das auch nicht gefallen lassen, wenn sie mir das ins Gesicht sagen würden. Und ich würde es auch nicht ignorieren. So, funktioniert in meinem Kopf einfach nicht so. Das ist dann, du liest dir so einen scheiß Kommentar durch und der ist dann in deinem Kopf. Aber bei mir, der ist ja in meinem Kopf drinne. Und ich kann dagegen nichts machen. Das ist so. Und ich kann den einfach, und wenn ich das natürlich, habe ich dann für mich rausgefunden, wenn ich das dann über Instagram, ne, dann poste ich das dann manchmal in so Stories rein. Und wenn ich das mache, dann ist das wie, jetzt ist es raus aus meinem Kopf. So, jetzt habe ich es Okay. jetzt habe ich es Also reinigt rausgeballert. auch so ein bisschen das Innere, das einfach rauszuhauen. Absolut, das hilft mir total. Dann haue ich das da raus. Na, dann vielleicht kriege ich dann noch ein paar Nachrichten über, wie andere darüber denken. Manchmal sagen sie, hey, wie hast du jetzt reagiert? Was ist mit dir los? Wieso bist du da jetzt so aggro? So, ne? Manchmal ist es auch so. Manchmal, hat Maria auch gesagt, was bist du denn jetzt so passive-aggressive? So, ne? Manchmal ist es halt so, ne? Ja, manchmal sind auch die Nerven blank und dann liest man auch was und versteht es auch falsch. Das kann auch mal passieren, so, ne? Aber ja, muss auch dazu sagen, na, wenn jetzt zum Beispiel so ein Video, ne, 20, 30, 40.000 Leute sehen, dann kommentieren davon vielleicht irgendwie 300, 400 Leute und davon sind dann vielleicht 5 bis 10 Kommentare halt doof, ne, oder negativ. Ja. Muss man alles auch ein bisschen in Relation sehen natürlich, verstehe ich auch so, ne? Und ja, ich könnte es auch ignorieren, ich kann es nur nicht so. Für mich, die einzige Lösung wäre für mich Kommentare ausschalten komplett. Würde ich aber dann den Leuten, ne, weil ich halt dann, ich habe das schon mal angesprochen gehabt und dann habe ich halt mitgekriegt, dass es für viele Leute ja total wichtig ist, diese Kommentare zu lesen, so auch von anderen und weil die sich auch gegenseitig austauschen. Und dann würde ich ja die völlig bestrafen damit. So, ne? Und Das stimmt, weil ich das sehe wäre auch, total doof. dass So. hier im Live-Chat auf YouTube auch so manche Unterhaltung Ja. teilweise auch unter den Leuten stattfindet. Und MotoChat, auch einer, den ich mittlerweile kenne, weil der oft dabei ist, sagt, ich finde es super, wie schnell du auf Kommentare reagierst. Also das arbeitest du offenbar auch so ab, Ja, wie du klar. deine Videos schnell Und abarbeitest. das ist natürlich auch super, wenn man das natürlich so macht wie ich, wenn die Videos natürlich auch wirklich an der Zeit so sind, weil dann kann ich natürlich auch im Video direkt im nächsten Video auf die Kommentare vom letzten Video reagieren. So, ne? Was mir dann natürlich auch hilft,
wo ich das Gefühl habe, ich kann das noch so oft Sachen ansprechen, ne, so ein Hater, ne, den interessiert das gar nicht, der schreibt dann gleich wieder einen Kommentar darüber, so, ne? Auch wenn ich gerade im Video gesagt habe, ja, lass das doch mal bitte. So. Ja, aber ja, dadurch kann ich natürlich immer direkt auch auf die Menschen, ne, dadurch weiß ich natürlich auch immer, was hat die Leute denn jetzt in meinem letzten Video beschäftigt. Das weiß ich dann natürlich direkt nach einer Stunde schon am nächsten Tag. So. Und das ist natürlich mega cool, ne? Dann weiß ich natürlich, okay. Und manchmal, oder viel hilft mir auch so, ne? Dann geben sie mir Tipps oder was auch immer. Oder, ja, so jetzt mit dem Motor, ja, das ist ein ganz normales Zero Motorcycles Problem mit der Anzeige und mit den Prozenten und so. Hm. Okay, na dann ist ja alles okay. Ja, okay. Bisschen Schwarmintelligenz ist auch mit dabei. Ja, Pedro absolut. fragt, how many kilometers? Also wie weit bist du schon damit gefahren und any issue? Das ist natürlich eine gute Frage. Jetzt habe ich ja alles auf Miles umgestellt. Oh. Das habe ich direkt gemacht, als ich nach England gekommen bin, weil hier alles in Miles ist. Auch Google Maps ist in Miles. Deswegen macht es für mich einfach nur Sinn, jetzt in Miles zu fahren. Aber ja, gute Frage, muss ich mal gucken. Also ich hatte schon 1500 Kilometer gefahren, bevor ich überhaupt die Reise jetzt angefangen habe. Jetzt müssten es mittlerweile schon so 3.500 oder 3.000 bestimmt sein. Mit der Honda müsste ich jetzt schon einen Ölwechsel machen. Da wäre es jetzt schon Genau, Zeit für du einen hattest ja gerade Ölwechsel. schon erwähnt, dieses Motorrad, Elektromotoren allgemein sind ja viel wartungsarmer, ist viel weniger daran zu tun. Ja, der muss eigentlich gar nichts machen. Also wirklich gar nichts. So, die Übersetzung ist per Riemen. Zahnriemen, klar, der kann mal reißen, habe ich jetzt auch schon gehört von Zero-Besitzern. Ich soll mir auf jeden Fall einen mitnehmen, so ein Riemen. Werde ich auch machen. Jetzt für hier hat es jetzt noch nicht so Sinn gemacht, so den kriegst du überall hier in Europa. Hole ich mir aber, definitiv. Das kann kaputt gehen, klar. Ansonsten, klar, bei dem Motorrad ist halt so, wenn es läuft, läuft's. Und wenn irgendwas ist, dann läuft es aber auch halt nicht mehr. So, dann stehst du. So, ja, dann musst du das halt irgendwie, das musst du halt sehen, was dann ist. So. Also, aber um nochmal auf Wartung zu kommen, klar, du hast keinen Ölwechsel, du hast keine Flüssigkeiten, du hast gar nichts. Na, Bremsflüssigkeiten hast du, die sollte man, das habe ich jetzt auch erst neulich gelernt, das muss man auch wirklich, sollte man auch echt oft die Bremsflüssigkeit wechseln, weil die Flüssigkeit, also die sammelt Wasser an. Und da gibt es auch ein spezielles Messgerät für. Und je älter die wird, desto mehr Flüssigkeit zieht die an, Feuchtigkeit. Und dann irgendwann kann es passieren, dass du dann keinen Druck mehr hast, ne? Und dass es dann auch irgendwann nicht funktioniert. So. Ja, aber ist Nee, so wie bei jedem normalen Motorrad auch, dass du irgendwann zwischendurch. Ja. Bremst Nee, das meine ich nur. Ja. Also wie bei jedem Motorrad Ja, muss man das okay. natürlich auch bei dem Okay, Elektromotorrad Bremsen, machen, weil es ja ganz normale Bremsen sind. Ja. Bremsbeläge ist natürlich voll krass. Ja, für die Leute, die das nicht wissen, das ist wie bei einem Auto, auch bei einem Motorrad. Der Elektromotor funktioniert in jede Richtung. Ne? Der funktioniert auch, wenn der sich zurückdreht, dann produziert er Energie. So, ne? Also wenn du quasi das entschleunigst, dann geht bei dem Motor eine Regeneration los. Das heißt, wenn du das Gas loslässt, fängt das Motorrad automatisch an zu bremsen, weil der Motor mitläuft, aber in die andere Richtung. Produziert eine Art Motorbremse, die sozusagen aus diesem Genau. Schub, den das Motorrad auf die Räder Genau. und damit auch auf dem Motor dann produziert, daraus Genau. wiederum Energie rekuperiert. Die Energie, die der Elektromotor produziert, wird dann wieder zurückgespeist in die Batterie. So. Ja. Und das hast du natürlich eine automatische Motorbremse und die kannst du auch recht stark einstellen. So, ne? Die ist bei mir auf 100%. Achso, du kannst selber sagen, wie viel du davon haben möchtest. Ja, kannst du auch auf 0% machen. So, also im Sportmodus, wenn ihr jetzt auf die Rennstrecke damit geht, darf man nicht vergessen, Okay, da natürlich 0%, da ist es ja egal. es ist eine Rennmaschine, also das ist eine absolute Rakete, das Motorrad. Ne? Also das ist absolut, da würde ich halt einfach auch schlecht, so wenn du da richtig am Gas drehst. Da wird dir schlecht. So, das ist einfach unnormal. So, ne? Und du hast halt diese direkte Übersetzung. Du hast immer dasselbe Drehmoment, immer egal welche. Das ist einfach Wahnsinn. Auf jeden Fall, durch diese Regeneration benutze ich die Bremse fast nie. Nur in das heißt, in Notsituationen oder wenn ich wirklich. Ansonsten
du änderst deinen Fahrstil ganz automatisch so, ne? Du fängst dann an, du siehst, okay, da ist eine Ampel, dann nimmst du das Gas halt weg und dann die Karre bremst sofort so, ne? Und dadurch benutzt du die Bremse halt fast nicht so, ne? Also ich habe jetzt bestimmt 12.500, glaube ich, insgesamt drunter. Ich muss mal nachgucken, habe ich es nicht geguckt. Also hat das Motorrad drunter und ich glaube, das sind immer noch die ersten Bremsbeläge, ne? Also es sind auf jeden Fall noch die ersten Bremsbeläge und die haben immer noch so viel drauf. Also die werde ich die nächsten 10.000, 15.000 Kilometer auch nicht wechseln. So, ne? Und dann, ja, das nächste, was Wartung ist, ist dann halt nur Reifen. So, ne? Und da kommt es natürlich auch wie bei jedem Motorrad auf Fahrweise an. So, ne? Und da ich natürlich gerade im Reisemodus auch sowieso super entspannt fahre, wird es auch eine Weile dauern, so, bis die Reifen durch sind. Das So. sind aber ganz normale Reifen, wie Ja. auch auf anderen vergleichbaren Ja, Motorrädern. also da sind jetzt Michelin-Reifen drauf. Frag mich gar nicht, welche okay. genau. Sind So jetzt auch Straßenreifen so, ne? Straßenreifen, ne? Nächstes wichtiges ja. Thema unterwegs ist natürlich Gepäck. Ich habe mich gewundert, dass du nicht irgendwas an der Seite hast, wie das sonst immer so klassischerweise ist, sondern eigentlich so hinten so ein Taschenberg auf dem Sofa. Einfach so eine Rolle einfach. Das sind 65 Liter. Ich habe bewusst keine, weil das ist natürlich die große, da kannst du auch einfach mit dem Kühlschrank losfahren, so, ne? Weil das ist natürlich super krass für die Windschnittigkeit, ne? Das ist natürlich, ich merke das sogar, wenn ich die Rolle, also die ersten Tage habe ich die Rolle quasi nicht vertikal zu mir, also wie sagt man dann? Nicht quer. Also sondern längs. parallel zum Motorrad auf den Sitz gelegt, quasi, um die Stromlinienförmigkeit zu Wie so behalten. eine nach vorne gezeigte Wurst. Und du merkst es, schon nur das merkst du. Ne? Nur diesen Widerstand von dieser Rolle, die so seitlich rausguckt, merkst du. Ja. Ich habe es aber wieder umgeändert und die hinten so quer draufgelegt, einfach weil es einfach viel bequemer zum Sitzen ist für mich. Deswegen die paar Kilometer, die das dann ausmacht, das ist dann halt so. Aber ja, ich habe ganz bewusst einfach und habe ich am Anfang schon mal gesagt, ich habe jetzt nur die Hälfte von dem Gepäck mit, was ich vorher, ist wirklich vom Gewicht her, es ist absolut die Hälfte einfach. Du bist sehr reduziert jetzt, ne? Ja, Rucksack hatte ich vorher eh schon immer dabei, der ist jetzt ein bisschen größer, weil ich jetzt meine komplette Elektronik, mein komplettes Filmequipment, alles was Elektronik ist, habe ich da drin. Ich habe 2 Drohnen dabei, ich habe iPad, 5 verschiedene Kameras. Halt, ich filme alles mit Actionkameras, ne, und mit meinem Handy und mit der Drohne, weil eine große Kamera, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn du eine große Kamera dabei hast, da überlegst du dir 2 oder 3 Mal, ob du die jetzt rausholst, aufbaust und dann filmst. Mit so einer kleinen Actioncam, die nehme ich aus meinem Sidebag raus, aus meinem Beintasche, stelle ich hin, ne, mach mein Ding, pack's wieder ein, das ist super schnell. Naja, auf jeden Fall habe ich das alles im Rucksack drin, weil das habe ich schon beim letzten Mal so gemacht, weil jedes Mal, wenn ich vom Bike absteige, will ich meine ganzen Valuables, mein ganzes, alles das, was viel Geld kostet, habe ich gerne an mir. So. Schon allein, wenn ich hatte am Anfang meinen ersten Reisen mit der Honda, hatte ich ein Tankbag gehabt. Und das war immer voll doof, weil ich wusste, okay, ich muss das jetzt einem mitnehmen. Oder wenn ich da was drin habe. Klassischerweise immer Ausweis und so, das alles drin ist. Okay. Weil was ich jetzt in der Rolle drin habe, das ist halt so Campingsachen, ne, und Klamotten und halt, ne, so, ja, fürs Kochzeug und okay, bisschen aber was zu essen. wenn ihr dann tatsächlich demnächst mit Begleitfahrzeug, dem Jimny und dem Motorrad unterwegs seid, dann ist das Problem ja nicht mehr da, weil dann kannst du ja im Prinzip alles ein Gepäck oder größtenteils. Wie gesagt, ne, also wenn du zu zweit reist und auch mit deiner Freundin zusammen reist, dann kannst du auch nicht nur ein Paar Unterwäsche mitnehmen. So, ne? Dann ist das alles schon ein bisschen mehr Gepäck. So, ne? Und deswegen, mein Setup wird schon so bleiben, mit Sicherheit. So, ne? Und klar, wenn du auf so eine Riesenreise gehst, dann ist es natürlich schön, wenn du so ein paar Annehmlichkeiten dann auch und so, ne? Dann haben wir halt so eine bessere Kochplatte mit dabei auch. So, ne? Und nicht, jetzt habe ich halt wirklich nur so einen Jetboil Wasserkocher mit dabei. Und das ist alles so, ne? Und so haben wir dann natürlich auch besseres Camping-Equipment, ne? So kleine Tische und so mit dabei. Dann
um einfach nur, um das auch ganz ein bisschen angenehmer zu machen. Und dass man nicht immer in einem Hotel muss dann. Und wie gesagt, zu zweit, na, dann kann man auch nicht ganz so spartanisch unterwegs sein. Und gerade auch, ne, als Frau willst du natürlich auch ein bisschen mehr Annehmlichkeiten mit haben. So, ne? Ich will ja, dass es für sie auch super angenehm wird. So, ne? Es soll ja keine Tortur werden. So. Das ist ja nicht mein Ziel so. Und deswegen will ich auch nicht in 80 Tagen um die Welt. So, ne? Das soll für mich halt, ne, das wird halt ein langes Abenteuer halt. Und so lange, wie es halt dauert. Okay, Und also wenn ihr man habt also mal. kein Zeitlimit. Nee, gar Hm. nicht. Überhaupt nicht so. Ne? Also, weil wir beide von unterwegs arbeiten können, quasi, ne, macht es für uns überhaupt keinen Unterschied. So. Also, wir werden dann auch großartig kein Zuhause haben für eine ganze Weile. So, ne? Hm. Das ist halt so. Ne? Und das ist ja auch der Reiz in der ganzen Sache. Und sowas machst du ja auch nur einmal im Leben. Und deswegen sollte man, also wenn man es kann und wir können das dann, wir lassen uns dann halt Zeit. So, ne? Und dann, ne, wenn man dann halt mal, vielleicht will man auch mal irgendwo eine Weile länger bleiben. So, ne? Kann ja auch sein, dass man irgendwann keinen Bock hat, irgendwo hinzufahren. Ne, das ist halt auch mal so. Ne? Du hast ja nicht auch über Jahre einfach jeden Tag Bock, irgendwo hinzufahren. So. Du willst ja auch einfach mal irgendwo sein für Ja, eine das ist auch so eine Weile. Erfahrung von vielen Weitreisenden, dass Ja, zwischendurch es immer wieder so Auszeiten braucht, weil du sonst unbedingt. Ja. nichts mehr aufnehmen kannst. Ja. Wirklich, also dass du dann oft, viele erzählen von 4 Monaten, dass es so ein Zeitraum ist, wo du dann wirklich Ja, komplett einmal wirklich lange das ist Pause völlig machen musst, klar. weil du sonst irgendwann das Gefühl hast, ach, habe ich schon alles gesehen und langweilt mich und so. Und dann, Ja, du hast äh, irgendwann auch keinen ja, Bock, da kommt dann auch so eine Fatigue, ne? Dann hast du irgendwann, na, ja. dann ist alles doof und dann, Hm. das kommt schon auch eher mal so, ne? Das hast du auch schon mal eher so, ne? Dann sagst du, ja, jetzt, und dann geht es wieder besser, ne? Aber ja, das ist mir völlig klar und deswegen weiß ich, das wird lange dauern, so, ne? Aber ja, wenn einen keiner hetzt, so, dann ist auch alles cool, so. Und deswegen ist es dann auch nicht schlimm, wenn mal was passiert, so. Und wenn mal was passiert, dann passiert halt mal was, so, ne? Wenn die Karre Dann verreckt hast du oder wieder wenn das. eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ist Mir es ist, jetzt, also klar, mit dem YouTube-Kanal ist natürlich auch immer irgendwie was Spannendes zu berichten dann so. Na hm. klar, ich muss ja nur sicher gehen, dass ich auch irgendwie filme. So. Deswegen Kameraequipment habe ich alles doppelt und dreifach dabei. Ne? Ich habe Ah ja, ich hab zwar Lilian fragte kein. schon im Chat, warum hast du Ja. 2 Drohnen dabei? Na, weil es eine kaputt geht, ist ganz klar. Hm. Weil für mich ist halt ein wichtiger Part meiner Videos, diese Drohnenaufnahmen. Das gefällt mir halt selber super gut so. Und ich weiß, okay, klar, ich kann mir auch immer eine neue kaufen, so, ne? Aber wenn ich irgendwo bin, wo es gerade keine gibt und ich muss dann erst 2, 3, 4 Tage fahren ohne Drohne, das wäre für mich halt doof, so. Dann habe ich halt noch eine zweite mit. So, und das, wenn die kaputt geht, ist noch nicht passiert. Aber das ist ja mal schnell, du hast ja mal schnell deine Drohne geschrottet, so. Das geht ja mal ganz schnell so, ne? Gerade wenn du dich selber beim Fahren filmst, so, ne? Michael Mach Martin ich, erzählte mach ich mal in natürlich nicht. einem Interview, dass er 3 Drohnen dabei hatte und dann Ja. immer, wenn er mit anderen Fotografen unterwegs war, haben die ihm immer vorgeschickt und haben gesagt, du hast sowieso so viele, lass du erstmal deine Drohne steigen und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, hey, also ich meine, diese Drohnen heutzutage, das ist natürlich, die kann ja jeder, das ist ja so einfach. Das ist ja schon auch ziemlich hart, die zu crashen, so, ne? Da muss man schon wirklich auch unvorsichtig sein mit den Sensoren und allem drum und dran. Die ich übrigens meistens ausschalten muss, weil ich sonst die Shots, die ich gern haben will, wenn man irgendwo nah dran vorbeifliegt oder irgendwo, dann die kriegt man sonst nicht, weil die Drohne sonst automatisch ausweicht und dann ist gleich der ganze Shot ruiniert, so, ne? Ähm, Jedenfalls, ja, deswegen habe ich 2 Drohnen dabei. Deswegen habe ich doppelte Kamera dabei. Also jede Kamera habe ich eine Spare dabei. Mein Audio-Recorder Spare dabei. Alles. Oh, ich muss jetzt mal hier bist du noch da? Ja. Ich Ja. muss bloß mal. Can you give me a charger, please? Oh, dein Handy, mit dem du Ja, hier überträgst. ja ich hätte eigentlich gedacht, dass es irgendwie ein bisschen länger hält, aber ist kein Problem. Okay, ja, wo wir Nee, gerade alles über gut. Technik sprechen und Ja, ne, interessant, ne? ne? Ja, Handy Backup dabei habe haben und immer eine gute Stromverbindung. ja, Handy habe ich natürlich nicht. Ist schon okay. I'll do this. Handy habe ich natürlich jetzt kein zweites dabei. Das ist, wenn das kaputt geht. Aber das ist ja auch so eine Sache, ne? Das kriegst du natürlich auch. Macht das jetzt was? Mal gucken. So ein Telefon kriegst du natürlich überall auch nochmal neu. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es gerade lädt. Ähm,
Marie, can you give me that other charger, please? The white one? Ja, also, aber ansonsten habe ich natürlich alles Ersatz dabei. So musst du einfach haben, wenn du das beruflich machen willst, so, dann musst du halt auch sicher gehen, okay, egal was passiert, eine Kamera muss irgendwie immer laufen. So, das ist halt super wichtig. So. Ja. Und deswegen habe ich Wanderlust alles doppelt. Adventures fragt, wie sieht es mit Sponsoren für die Weltreise aus? Revit stellt Nö. vielen mit so einer großen Reichweite eine Kleidung zur Verfügung. Wäre das was für dich? Nö, ich habe ja meine Kleidung. So. Nee, ich brauche ja eigentlich nichts. So. Ich habe ja alles so, ne? Also das macht, also für mich würde es jetzt nur Sinn machen, wenn jetzt irgendeine Firma sagt, okay, wir geben dir das Zeug und bezahlen dir ein Gehalt. So. Das würde dann für mich heißen, okay, ich kann auch mal öfter einen Tag frei nehmen, einfach so, ne? Und aber alles andere, weil Klamotten und so, also generell, ne, das habe ich neulich schon mal jemand erzählt, generell sieht so aus bei mir, dass alles, was ich mir selber kaufen kann, dafür brauche ich keinen Sponsor. Dafür muss ich mich jetzt nicht, ne, dafür muss ich jetzt keine Werbevideos machen. So, ne? Das mag ich nicht. Ich mag keine Werbevideos machen. So, das weiß ich nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass man bei mir überhaupt keine Logos irgendwo sieht, außer meine eigenen. Äh, Ich mag es einfach nicht. So. Ich will keine Werbevideos machen. Das ist da, weiß ich nicht. Also, Ja, und das macht dich dann auch unabhängig. das ist der zweite Punkt halt so. Ja. Ne? Ich muss nichts machen dann dadurch so. Ne? Und ja, also das ist für mich überhaupt null interessant, irgendwelche. Also ich kriege ja auch ganz viele E-Mails ständig, ne, von irgendwelchen, na, jetzt sind es meistens noch so kleinere China-Firmen, so, ne, die dann halt dir irgendwas, ne, schicken wollen. Das war jetzt auch so, ich habe so eine Rolle geschickt gekriegt von so einer Firma. Das war halt auch, so Heated Gloves, Heizhandschuhe. Ja. Und das war jetzt auch so ein Ding. Na, das war natürlich auch alles kurz vor dem Tipp. So, ja, ey, wenn ihr mir die Rolle schickt und die cool ist und da auch alles reinpasst, dann nehme ich die mit. Ansonsten nehme ich sie halt nicht mit. So, nur, dass ihr schon mal wisst. So. Und dann setze ich natürlich, wenn ich die nicht verwende, setze ich natürlich auch keinen Link da bei mir irgendwo hin. So ist ja klar. Und dann erwähne ich die auch nirgendwo. Ja, jedenfalls kam die dann auch noch rechtzeitig, aber die war halt zu klein. So, ne? Die war nur 55er, hat echt nicht gepasst einfach. Hat nicht funktioniert. Nee, habe ich nicht mitgenommen. So, ne? Das ist halt so Sachen. Ne? Ich hab ja mein ganzes Zeug, was ich brauche. Ich hätte es halt nur gemacht, weil es war ein cooles Bag. So. Ja, hätte ich gemacht. So. Das hat mir gefallen. Und weil die auch diese Heated Gloves, die kamen auch an, rechtzeitig. Die kamen aber an, die sind mit Batterien Ja. und die kamen ohne Ladegerät. Ich so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Soll ich die einmal benutzen und dann war's das oder was? Und dann schleppe ich die einfach nur noch mit, weil ich sie dann mit habe oder was? Nehme ich natürlich auch nicht mit, so, ist ja klar. Also ist ja völlig sinnlos, so, ne? Ja, und so Sachen halt so, ne? Aber das meiste, wenn ich dann das geschickt kriege, ich sage jeder Firma sofort, hey, schickt mir gerne euer Zeug, wenn es cool ist, benutze ich es. Wenn ich es nicht mag, benutze ich es nicht und ich mache definitiv kein Werbevideo für euer Produkt, hundertprozentig nicht. Und manche schicken es mir aber trotzdem und dann habe ich neulich schon mal so ein Gewinnspiel gemacht. Ja, und das werde ich dann wieder machen. Aber so generell, also wie gesagt, ich brauche nichts. Ich habe ja alles. Okay, So. dann kommen wir nochmal jetzt zu deiner Reise. Du bist jetzt gerade in Großbritannien unterwegs. Ja. Was sind so die nächsten Ziele? Also wo soll es dann weitergehen? Naja, also nach diesem Trip muss ich nochmal nach Hause, definitiv. Ein paar Sachen regeln, so klar. Man hat ja jetzt noch eine Wohnung und alles drum und dann. Das muss ja auch alles okay. irgendwie. Der Ja, große ja, Start klar. kommt erst noch. Ja, das muss Ja. natürlich, ne, das muss man natürlich alles regeln, so, ne. Das wird jetzt auch nochmal eine Weile dauern, aber das Ziel ist jetzt doch schon auf jeden Fall jetzt dieses Jahr noch loszufahren. Das ist auf jeden Fall klar. Und ja, also ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal Richtung Süden fahren wieder. Das ist ganz über den Winter halt einfach Stimmt, so, der ne, Winter klar. kommt, ja. Also Türkei wäre ganz gut, also so ist jetzt erstmal der Plan, dass man erstmal in die Türkei. Weiß ich auch, dass haben mir schon viele geschrieben, dass ihnen das auch gefallen würde in der Türkei, ne, wenn ich da Videos mache. Und Türkei ist ja auch ein Riesenland, so, ne? Und da kannst du auch erstmal eine Weile bleiben. Und dann auf jeden Afrika ist für mich ganz wichtig. So. Das ist ein ganz großer Punkt, so, ne? Weil da war ich noch nie. Also hatte das Glück, dadurch, dass ich Musiker bin, dadurch bin ich schon an recht vielen Orten auf der Welt gewesen. Aber Afrika halt noch, also klar, so Marokko, Ägypten, so dieses am Mittelmeer schon so, aber jetzt so Südafrika oder ne, einfach
Westküste Afrikas lang oder was auch immer. Das ist für mich einfach, ja, also das wäre so das Nächste so. Und da muss man Okay, natürlich auch das sehen, wird ja dann wirklich spannend und ja, eine absolut, ja. Herausforderung, da Und dann tatsächlich musst auch du immer natürlich dann Strom auch zu gucken, finden. wie funktioniert das alles, ne? Wie importiere ich Mhm. das Motorrad dann dort und so. Das ist halt auch so das Ding. Ne? Da ist natürlich das ist auch wieder das Positive, dass für uns Zeitfaktor nicht so eine Rolle spielt. So. Das heißt, wenn wir in der Türkei sind und wir entscheiden uns dann, okay, dann und dann wollen wir gerne rüber, dann kann man das alles anfangen zu organisieren und dann spielt es auch nicht unbedingt die Rolle, ob das jetzt eine Weile länger dauert oder nicht, bis man alle Papiere hat. Mhm. Ähm, ja, aber da werde ich mich auch noch vorher noch gut informieren. So, da gibt es ja auch schon viele, die das gemacht haben, glücklicherweise. So, da kann man sich Genau. auch Und dann gut ist immer die Hilfe Frage, holen. welche Grenze geht gerade, welche geht nicht. Das ändert sich ja Genau, gerade, ja. ist immer Ja, wieder oder so. allgemein, was brauche ich alles so, ne? Und Mhm. das ist ganz cool, dadurch, dass jetzt diese Community da ist für mich persönlich, ist natürlich super einfach jetzt, ne? Mhm. Der Aspekt, was ich schon mal vorher hatte, ne? Um Hilfe bitten, habe ich natürlich das Glück, dass ich natürlich eine riesen Community mittlerweile, das ging ja auch alles so schnell jetzt, das ist ja, ne, wie gesagt, im Dezember letzten Jahr habe ich gerade mal 1000 Abonnenten erreicht, so, ne? Und jetzt geht es halt wirklich einfach, es geht so schnell, dass es immer mehr Leute werden. Und ja, es ist für mich natürlich eine super hilfreiche Sache, ne? So viele Mhm. Leute zu haben, die mich unterstützen. So, ne? Bei allem, was ich so mache, dann. Okay, Ne? dann wird es ja nochmal richtig spannend, wenn du zurückkehrst und wenn ihr beide euch dann bereit macht für den richtig Ja, großen Aufbruch Richtung abso Afrika mit absolut, einem absolut, ja. Elektromotorrad. Es war mit Ja, Begleitfahrzeug, aber mir ist auch gerade eingefallen, wenn du irgendwo stehen bleibst, wird sie auch nicht mit dem Wagen losfahren können und dir mal irgendwo einen Kilowatt herholen können, sondern nein, man muss also die das, Challenge also das, besteht trotz Begleitfahrzeug immer noch. Du ja, musst den also Strom zum Motorrad oder das Motorrad zum Strom hinkriegen. ja. Das ist echt Ey, eine und selbst, ich Herausforderung. weiß immer, ja, also klar, und es ist ja auch so, also selbst wenn wir, ne, und selbst, ja, es muss ja auch nicht alles immer super, ne, wie gesagt, super Nee, nee, extrem also ich sein, glaube, da so, werden ne, ein paar man kann, richtig tolle, interessante ist schon Geschichten extrem, ist passieren. ja schon extrem genug, auch Ja, mit Begleitfahrzeug, so, ne, ja. so, nur für, klar, die meisten würden das gerne dann sehen, ne, wenn man dann, ne, so Einzelkämpfer und dann alleine um die Welt, bla, bla, bla. Aber ja, das ist überhaupt gar nicht mein Ding so, ne? Ist doch viel besser, wenn du deine Freundin mit dabei hast. Und also deine Familie quasi, ist doch viel, viel Ja. cooler. So, ob das jetzt nur für den Zuschauer spannend ist oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. So, ne? Also, das ist ja mein Leben, so, ne? Und also, ne, die Leute, die sowas gerne gucken, haben ja eher das Glück, dass ich das so offen teile mit jedem. So, ne? Also, das macht mich ja auch wirklich, ne, also ich habe das auch schon mal im Video erwähnt, ne, wenn weil mir die Kommentare schon nahe gehen, so, egal welche Kommentare, so auch positive, ne, das freut mich dann. Negative, das zehrt schon an einem so. Und das liegt natürlich daran, dass ich natürlich mein Leben, wenn ich unterwegs bin, halt wirklich komplett alles, was passiert, mit der Öffentlichkeit teile, so, ne. Macht einen natürlich aber auch, ne, sehr verletzbar, so in dem, ne, wenn du halt, ne, also wer macht sowas? Machen ja nicht viele Leute so, ne? Und ich finde, da können ja die Leute froh sein, dass sie da mit dabei sein können, so, ne? Und weiß nicht, ob man, ja, deswegen ist mir das interessiert mich jetzt nicht so sehr, ob das jetzt für die Leute spannend ist oder nicht, so, das ist so oder so spannend, so, ne? Wie ich das jetzt mache, ist halt doch immer noch meine Entscheidung, so, finde Genau, ich. das So. ist ganz wichtig. Und ich fand, Ich am muss Anfang mich hast du ja auch gesagt, wohlfühlen. Ja. genau, dass das irgendwie auch eine Art von Kunst ist für dich. Ne? Du hast Musik gemacht Absolut, und ja, das mit einem absolut. Publikum Ich geshared, mache geteilt. Und teilweise jetzt die machst du Musik mache Videos ich ja über auch Reisen selber. und Ja. teilst das mit Ich deinem mache auch die Publikum. Musik selber für die Videos teilweise. Also Mhm. nicht alles, weil ich habe auch gerne Abwechslung und ich kann nicht ständig immer auch noch neue Musik dafür machen, aber Aber da ist auch teilweise deine ist die Musik Musik mit auch. drin. Ja, ja, Okay, klar. das ist interessant. Dann werde ich da D- nochmal genauer Ja, das sind aufmerksamer immer zuhören. die Songs, wenn, ne, also wenn dann, das sind immer die Songs, die mich dann die Leute fragen, wo kann ich denn den finden? Weil die Songs, die ich jetzt von YouTube Library habe oder von anderen Anbietern, die sieht man dann unter der Beschreibung, siehst du dann die Ah Songs. ja. Und die, die da nicht Aber stehen, die bei sieht man meinen dann nicht. natürlich nicht so, ne? Ja. Also das ist ja natürlich klar. Und ja,
deswegen ist das alles schon eine sehr persönliche Sache so für mich. Und es ist für mich auch eine Art, eine Kunstform, Filme zu machen. So. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Vlog, wo ich halt den ganzen Tag in eine Kamera spreche und dann einfach nur dokumentiere, was ich gerade so mache. Nee, für mich sind das schon Kurzfilme so, ne? Das ist so für mich der Anspruch, da wirklich, also ich habe schon einen künstlerischen Anspruch an die Videos. Ne? Das ist für mich genauso wichtig wie Motorradfahren. So, also wenn nicht sogar fast noch ein bisschen wichtiger, so, weil da verbringe ich genauso viel Zeit mit wie auf dem Motorrad. Ne? Also das ist ja das, was die Leute auch nicht sehen. So, ne? Dann schreiben die mich, also viele schreiben dann, oh ja, und all die Zeit, die du dann mit Laden verbringst und bla bla. Die Leute können sich gar nicht vorstellen, wie viel Zeit ich eigentlich damit verbringe, Videos zu machen. So, das ist die Stunde Laden oder 1,5 Stunden Laden, die ich am Tag mache, das ist ein Witz einfach. Da habe ich gerade mal die Drohne rausgeholt und wieder gelandet, dann ist die Karre voll. So, ne? Also, nur um das mal so in Relation zu sehen. So, ne? Also ich komme abends im Hotel an und dann gehen für mich 5 Stunden Arbeit los. So, dann importiere ich meine ganzen Files von 5 Kameras ins iPad und dann sitze ich 4 Stunden vorm iPad bis nachts um 2 oder manchmal auch um 3 und schneide die Sachen. Dann drücke ich Das hochladen, stimmt, dann ja. drücke ich, Ne? Du dann wirst drücke immer ich wieder hochladen, gefragt. Ja. ja, dann drücke ich hochladen und dann gehe ich schlafen für 2, 3 Stunden. Da lädt es hoch. So. Dann stehe ich um 6 auf und dann fängt erstmal an, dann muss ich die ganzen, also du wirst es vielleicht ein bisschen wissen, die ganzen YouTube-Sachen zu machen. Ne? Dann mache ich dann Titel, Thumbnails, dann mache ich die ganzen Untertitel, ich habe 35 Untertitel, die muss ich alle manuell per Hand für jedes Video einstellen. So, ne? Google Translate übersetzt es zwar für mich, aber ich muss es für jede Sprache einstellen. So. Und das ist dann nochmal eine extra 1,5 Stunden Arbeit, die ich dann morgens noch mache, bevor ich überhaupt meinen ersten Kaffee trinke. So, ne? Und dann muss ich ja mir auch noch überlegen, oh, was mache ich denn heute, wo fahre ich denn heute hin? So. So, das haben ja die Leute überhaupt gar nicht auf dem Schirm, so, Ja, ne? Was genau, es weil alle eigentlich fragen immer, bedeutet. wie So. lange brauchst du zum Laden? Ja, Aber das tatsächlich ist totale die die Frage, wie lange Quatschfrage. So. brauchst Ja. du, um so ein Video zu produzieren? Ja. 5 Stunden, sagst Ja, du? genau. Ja, ich meine, also die Leute verstehen das nicht, aber meine Tage sind 20 Stunden lang. Das sind meine Arbeitstage so. Das sind, normaler Mensch geht 8 Stunden arbeiten, ich gehe 20 Stunden arbeiten. Also klar, das macht mir natürlich alles super Spaß. So, ne? Also es ist jetzt kein Job, oh, da muss ich jetzt hin oder so. Das ist natürlich, das habe ich mir so ausgesucht und das ist meine Leidenschaft. Ne? Mein Job ist auch meine Passion. So, ne? Und nur deswegen kannst du das ja auch machen, weil sonst wird es ja direkt umfallen nach einer Woche, weil wenn du wenn du diesen Push nicht hast, dieses Adrenalin, weil ich das halt so bockt irgendwie so, ne? Ich sitze 4 Stunden am iPad und kriege das gar nicht mit, so, ne? Ich gucke dann so, oh fuck, jetzt schon um 2, jetzt muss ich aber fertig werden, sonst kann ich nicht mehr schlafen, so, ne? Aber mir macht es halt super Spaß, so, ne? Und ja, Okay, es ist Kunst, was du machst, aber klingt auch so ein bisschen nach Droge. ja, absolut. Na, das ist ja, du hast ja jedes Mal, wenn du dein Video veröffentlichst, hast du ja jedes Mal diesen absoluten Dopaminrausch, so, ne? Weil ne, du kriegst dann du siehst dann, oh, 10.000 Views, oh, fuck, oh, das ist ja super cool. Ne, das ist voll der Adrenalin. Das hat man als Musiker, wenn du auf die Bühne gehst und dann stehen da irgendwie ein paar tausend Leute und cheeren dich an, so, ne, dann hast du natürlich dieses Adrenalin. Das ist ja da ähnlich, ne? Stimmt, ja. Das ist Ja, na gut, absolut, okay, das ist, und das ist wie das ist sowas Live-Spielen, ne? Ähnliches, ja. Ja, Es ist nicht dasselbe, aber es ist ja, ähnlich, so, ne? ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ja. Meine Ja. Güte, hey, da Ja. steckt ja echt noch eine ganze Menge mehr Energie drin Ja, in den Videos als Energie, die du in dein Motorrad reinsteckst. absolut. Das Motorrad, wie gesagt, das ist halt Part vom Video so, ne? Und mir macht Mhm. es auch super Spaß, weil ich gerne auch Motorrad fahre, so. Das ist schon mein Ding, so, ne? Das ist schon klar. So, aber das ist jetzt nicht der Hauptbestandteil von dem, was ich mache. So, ne? Und das ist hart für die Leute zu verstehen und deswegen tun auch so Kommentare weh, weil halt also so doofe Kommentare, weil halt so viel Arbeit und Herzblut halt drin steckt. Ne? Es ist für mich nicht einfach nur, jetzt mache ich Videos, damit ich Geld verdienen kann, bla bla bla. Nee, ich will halt auch wirklich gute Videos machen. So, ne? Und das sind dann auch so die schlimmsten Kommentare, wenn die dann so, ne, wenn die so an Videos oder ne, wenn die dann so wirklich an deine Kunst, so was du so machst, gehen, so, ne? Oder auch wenn es privat wird, so, ne? Dann ist auch doof. Ne? Das ist natürlich, das kann ja auch sicherlich jeder nachvollziehen. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall mehr als nur einfach mal ein bisschen Videos machen und dann die Kohle kassieren so von Google. So ist es nicht. So, ne? Ich kann mit jedem anderen Job viel, viel mehr Geld verdienen, viel, viel weniger Aufwand. So, ne? Also das ist,
Das ist auch, ne, ein das ist also wirklich YouTuber-Tipp. dann wirklich die Passion, die dich Ja, da antreibt. weil das Ja, hatten wir ja am Anfang, wenn man da den ja, Kreis wieder schließen will, so, ne? Äh, der dritte YouTube-Tipp ist halt, du musst es halt wirklich leben, so, ne? Du musst es halt, das muss dich so bocken, dass du das jeden Tag machst, weil sonst kannst du es vergessen, sonst brauchst du keinen YouTube-Kanal machen. Weil sonst alles oder nix. ja, ist so, ist wirklich so, Mhm. ist Mhm. tatsächlich so. Ne? Also du Letzte musst es schon, die Frage. letzten 2 Jahre habe ich Ja. so gemacht, ja. Ja, letzte Frage von Paul Wassenaar. Wie sieht es aus mit Australien? Ja, also wir wollen natürlich auch Richtung Osten dann irgendwann fahren. Ne? Und für mich steht sogar auch Japan mit auf dem Plan und auf jeden Fall auch Neuseeland, so, weil das ist ja mein Lieblingsland ist. Und Maria auch Neuseeländerin ist. So, Stimmt, ja klar. Ja, dann. das ist alles mit auf dem Plan. Ne? Also, und natürlich, wenn wir das alles geschafft haben, so irgendwann ist für mich auch klar, dass ich auch Südamerika machen will. So, ne? Wie ich das dann mache, das weiß ich alles noch nicht. Ne? Also so weit plane ich auf jeden Fall nicht. Und es kann ja noch alles Mögliche passieren. So, ne? Also man kann ja auch noch, hey, können ja auch noch andere, also es können so viele Türen sich öffnen oder schließen, was auch immer. Ne? Man weiß es ja nicht so. Für mich macht es jetzt keinen Sinn, 2 Jahre in die Zukunft zu gucken. So, ne? Ich muss mich erstmal auf meinen Weg jetzt konzentrieren. Und so mache ich ja auch meine Reisen. So, ne? Ich plane ja nicht mal meine Reisen. So. Also jetzt die Reisen plane ich nicht. Ich setze mich aufs Motorrad, fahre los, mache ein Video, mache das fertig. Nächsten Tag, oh, wo fahre ich heute hin? Ah ja, okay, kann ich jetzt mal dahin fahren. Okay, fahre ich heute dahin. Und so plane ich jetzt auch die große Reise. Einfach Tag für Tag. So, Tag für einfach sehen, was passiert. Weil es passiert ja immer was. Okay, Ne? es wird immer was passieren. Also da bin ich mir ganz sicher, dass es noch eine ganze Menge Immer. Videos Ja. demnächst auch ja, von deinen weiteren Reisen Absolut. geben wird. Da Ja. freue ich mich drauf und ich Ja. danke dir erstmal, weil ne, Gerne. ich habe gelernt, Motorradreisen ist auch eine große technische Herausforderung, sei es mit einem alten Vergasermotor, sei es mit einem neuen E-Motor und sei es Aber mit wirklich allem, ne? Also des das wollte ich auch nochmal Films. sagen. So, ne? Ja, Also das ist ja mit jedem Motorrad ein Abenteuer. ja, So. Das ja. war ja auch, ne, wenn wir das jetzt abschließen wollen, das ist das, was ich eigentlich, das habe ich schon immer gesagt und das würde ich auch gerne mit dem E-Motorrad so beweisen. Man kann also jedes Motorrad ist ein Abenteuermotorrad. Egal welches Motorrad man hat oder Roller, ne, Scooter, Moped, was auch immer so, ne, Trike, was auch immer man hat, Harley, Supermoto, was auch immer, ne, Rennmaschine. Du kannst mit jedem Motorrad ein Abenteuer haben. So, ne? Spielt überhaupt keine Rolle. Das muss kein Adventure-Bike sein, es muss keine GS sein, es muss keine Afrika-Twin sein, das ist völlig egal. So. Du musst dich einfach nur draufsetzen und losfahren. Das ist eigentlich Genau alles, darum was geht ich gerne es. zeigen würde. So. Ja. Einfach losfahren und machen. So. Und das ist auch das, was ich den Leuten immer sage, wenn die mich dann fragen, oh, was für ein Motorrad soll ich denn kaufen? Ich so, ja, was hast du denn für ein Motorrad? Nur noch das? Fahr doch das. So. Und dann guck mal, wie weit du kommst. Du kommst auch überall hin. Alles klar. Marc, Ja, ganz herzlichen ja, Dank für deine gerne. Geschichten, die du hier geteilt Ja, hast und sehr für gerne. die vielen Geschichten, die du bisher als Video veröffentlicht hast. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichten, die danach kommen. Dir Ja, erstmal schön. weiterhin eine gute Reise. Dankeschön, Dankeschön. Wir fahren jetzt, wollen jetzt den morgen oder übermorgen, werden wir zum Loch Ness fahren. Hey. Das wird auch super cool, bin ich mir sicher, ja. Okay, Marc Travels am Ja. Loch Ness. Ja, ganz Ja. herzlichen